sollte mir langsam mal ein neues Intro einfallen lassen. Das ist echt grauenvoll. Das ist ja viel zu hart. Leute, habt ihr eigentlich was am Ei? Habt ihr mal geguckt, was für Temperaturen wir haben? Wir haben 32 Grad. Es ist scheiße warm. Hier drin sind es 29 Grad. Und wir sind hier beim Livestream. Und es sind schon 0 Zuschauer. Wieso sind 0 Zuschauer? Kann ja gar nicht sein. Aber ich habe auch Gäste heute Abend. Das heißt, wir haben Gäste. Ich hole erstmal meinen uralten Kollegen hoch. Guido, guten Abend. Hey, hallo, ich freue mich sehr, wieder mal dabei zu sein. Ich gucke auch gerade auf diese schönen Beine, die du da links von dir stehen hast. Deswegen ist es bei mir nicht ganz so heiß, sondern ich kann mich da, ja genau da, genau das Ding. Nee, lass mal ruhig so, das ist schon hübsch. Was ist das, Fritze Kett oder sowas? Nee. Nein, das ist Cowboy. Irgend so ein Manga, aber habe ich irgendwie gelesen, hat mir jemand empfohlen, das wäre wohl ein schönes Jazz-Album. Ist es übrigens auch. Hab's noch nicht ganz durch. Sieht cool aus. Ist aus einer Manga-Serie tatsächlich, aber die Musik ist relativ gut. So, also das dann Foto trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ich jetzt nicht so schwitze, sondern damit kann ich dann die entspannen. Rückseite ist auch ganz cool. Also es ist halt echt so Comic-Style. Ja, das ist schon cool und ist ein Doppelalbum, 29 €, noch ein bisschen Material scheinbar dabei, habe ich aber noch nicht ausgepackt. Weißt ja, mache ich immer gerne im Video, dass ich dann komplett auspacke. So, dann habe ich noch jemanden, den kennt ihr alle vom Mimimi-Montag und vom Frühshoppen. Uwe. Ja, Uwe. Na, Ja. bei dir ist es auch warm, ja? Du wohnst in einer Dachwohnung? Sehr warm. Bitte? Du wohnst unterm Dach oder so, hast du schräge Dachwohnung? Nee, ich hab doch ein altes Haus von 1880. Das Ach so, unterste Stockwerk und das mittlere, die gehen, aber hier unter dem Dach gehst du kaputt. Ja, das das stimmt. heißt, auch das Musikhören ist momentan schweißtreibend. Ja, und deswegen habe ich auch nicht so viel an und habe meinen Ventilator im Hintergrund laufen, was es erträglicher macht. Ja, so sehen wir auch mal dein Tattoo, ist auch gut. Genau, Ist nur mein Sternzeichen. Ja, das ist so das Einzige, wo ich gedacht habe, das wirst du nie los, wirst immer ein Widder bleiben. Ja, und deswegen, naja. Wieder an die Macht, ne? Ist ganz klar. Widder an die Macht. Dann haben wir jemanden, den kennt ihr von Buddha Audio, von den Montagsstreams, und zwar Mario. Digi Mario. Hallo Mario. Hallo. Was ich ja witzig finde, ist, ihr regt euch über die Wärme auf. Ich kann ja nur sagen, es ist, wie sagt man so schön, so Wetter für Dicke. Wieso? Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin hier im Keller, also hier ist es sehr angenehm. Oh, du Glücklicher, mein Gott. Ja, weißt du, das sind mir die Richtigen nur. Und dann jammern auf tiefem Niveau. Eigentlich, ja, im Keller. Dann habt ihr im Chat mitbekommen, Hi-Fi Homestead, Markus hatte geschrieben und ich habe gesagt, komm doch mal wieder rein. Ich freue mich sehr, dass er mal wieder dabei ist und mal schauen, was wir in Zukunft noch machen, aber da verraten wir nichts, werden wir drüber sprechen. Guten Abend, Markus. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, mal wieder dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich, dass du da bist. Sehr schön, ja. Freut mich. Und ich habe sogar Markus richtig geschrieben mit K. Ich habe erst überlegt, mit C oder mit K. Ja. Ganz genau. Hätte ein Fauxpas werden können, wurde es dann aber doch nicht. Schwein gehabt, genau. So, dann. Ich sehe nur gerade, du hast so eine riesen Haube da. Ist das so eine Überhaube für deinen Plattenspieler oder ist der Plattenspieler so groß? Nee, das ist ja so ein Project RPM1 Carbon, den ich aber nochmal auf Füße gestellt habe und wo ich mir die Basis selber gebaut habe. Da gibt es zwar auch eine Haube für zu kaufen, das war aber alles so nicht passend. Also habe ich mir eine anfertigen lassen dafür und ja, die passt super. Die kannst du natürlich nicht wegklappen. Ich hätte jetzt da noch Scharniere dran machen können, aber ja. Sieht nur so monströs aus, deswegen war ich irritiert. Ist auch groß, ja, ist in der Tat groß. Patrick von Sound & Groove hat auch mal diese Firma vorgestellt, die diese Dinger fertigt irgendwie. Die kannst du dir echt auf Maß fertigen lassen. Die haben so einen Konfigurator und so, das ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Das ist durchaus bezahlbar, ja. Ich meine, Markus, du bist da nicht alleine. Große Firmen jetzt wie Audio-Technica, mein Diskotheken-Player, den ich habe, da sind keine Scharniere dran. Feierabend, dann nimmst du die Haube weg, weil eine Haube ist ein Mikrofon. Ja, also ganz genau. Im Disco kannst du sowas gar nicht gebrauchen. Ja, bei den Schalldrücken. Aber mich stört es auch nicht. Also das ist eigentlich... Nee, sieht gut aus. Also ich mache die Haube auch nicht zu beim Plattenhören. Macht ihr die Haube zu, wenn ihr Platten hört?
Nein. Nö. Ich auch nicht. Ich lasse das Ding auch immer auf. Also. Du, mein Hauptplattenspieler hatte überhaupt keine Haube, hat ja nie eine gehabt. Es gab auch keine. Und wie gesagt, der Audiotechniker, dann nehme ich sie weg. Ja, ich habe den Project noch. Ja, da würde ich sie auch eher abnehmen. Ja, und nebenhin legen. Ja, also bin ich schmerzfrei. Ich kann ja nur sagen, Richie hat ja meinen Plattenspieler gesehen und da kann ich nur sagen, es ist jetzt mein Plattenspieler. Da wollte ich gerade fragen. Genau. Da Ist es jetzt eine? würde die Haube stören, ne? Was, Uwe? Ja. Ist es jetzt deine? Ja, hast dich durchgerungen. Naja. Ja. Aber ist ja auch insofern okay, du weißt, was du kriegst. Ich meine, du hast ja schon getestet und ich finde wunderschön. Ich auch. Ja, also Was ist es, ein welcher ist es jetzt geworden, den du mal vorgestellt hast in einem der Videos? Ja, den auch Mario und Richie sich angehört hat, den Luphonic R3. Der Weiße. Okay, der Weiße. Ja, alles klar. Okay, ich weiß. Ja, okay. Leute, ich mache jetzt mal kurz die Begrüßung, bevor wir hier losstarten, weil da haben wir nämlich schon mal Sonst wird's zu Buddha viel, Audio ja. und ich kann dir sagen, Flo, die heißen Waldorf und Stettler, die zwei Jo. von den Muppets. Dann haben wir Andreas H., guten Abend. Dann Julian ist auch da. Julian hat ja die Tage einen kleinen Anschiss bekommen von den YouTube-Kollegen. Aua. Ja, ich sehe das, ich sehe das locker. Ich sehe das relativ locker. Also vielleicht können beide ein bisschen zurückrudern und sich wieder einigen. Schwamm drüber. Dann Dieter haben wir am Start. Achso, den Dieter. Hallo. Oh, den muss ich gesondert begrüßen, weil wir stehen per WhatsApp in direkten Kontakt. Ah, okay, cool. Und er ist derjenige, der mir die JJ-Röhren gegeben hat für meinen EL34. Ja, okay. Ja, der ist auch mit dem Kai Spieker ziemlich eng zusammen. Und ja, interessanter Mensch, muss ich sagen. Der macht zum Beispiel für Rennen, für Rallyes und sowas, macht der Zeitnahme. Ja, was es heute nicht mehr so oft gibt. Also wirklich, er hat Spannendes zu berichten. Wir haben öfter mal schon telefoniert. Ja, das ist unser Dieter. Kannst du mal sehen, so schließen sich die Kreise. Finde ich cool. Ja. Die Welt ist ein Dorf. Ja, genau. Dann Marcel, guten Abend. Marcel. Noch ruhiger durch das Licht hier oben. Ey, es wird nicht besser. Dann Frank Hogan. Ist auch da als Hogan, ist doch richtig, ne? Mario ist auch wieder zurück aus dem Sommerurlaub. Mario, hast du nicht schon wieder ein Video gemacht? War da nicht auch ein Video? Der hat so ein paar Sachen schon gemacht, ja. Ja, da war doch was, ja. MP14, knapp 28 Grad im Mund. Ja, ich habe hier mit Sicherheit mehr als 28 Grad, eher Richtung 30 Grad, ja. Popkiller, guten Abend. Dann haben wir Honorwolf, hallo. Nochmal moin, okay. Gute. Sascha. Namen Sascha. Sascha. Der Lutz. Hallo Lutz. Hamburg. Moin. Hamburg the Beast. Aloha. Jetzt waren wir international. Aloha. Ja, aus Sag mal, Thomas, wie lange bist du jetzt eigentlich in Griechenland? Gefühlt bist du da schon 4 Wochen. Das ist ja unglaublich, ja. Wenn schon, denn schon, ne? Ja, genau. Zweitheimat. Dann ist der Abend ja gerettet, ja. Aber irgendwie brennt es da oben, ne? Irgendwo in Griechenland brennt das irgendwo, habe ich gesehen. Ich glaube, deshalb schreibt Lutz das auch gerade. Ach ja, heißt das nicht Jammers? Ich habe heiß gelesen. Sorry. Ne, Jammers ist bei Prost. Hä? Okay. Alinista heißt Gute Nacht. Guido Mr. Musik. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt von Guido, hat er heute auch die Ankündigung ein bisschen gemacht für den Abend heute bei uns hier im FAL und hat gesagt, es wird weitergehen mit dem Brett. Wie? Weißt du noch nicht recht? Vielleicht kannst du dich ja später mal dazu äußern oder nicht, lass uns einfach überraschen. Ja. Ich weiß es ja selbst. Bitte? Ich weiß es ja selbst noch nicht. Okay. Vinyl ist Trumpf, auch guten Abend. Richtig gelernt. Sledge, hallo. Dann haben wir Ramses natürlich ist da. Der alte Haudegen. Ich habe in meinem Leben noch nie eingehauen. Was man nicht sprachlich lösen kann, ja, naja, dann geht mir ein trinken.
gibt mein Bier aus und gut ist. Und wollte gerade sagen, und schon gar nicht mit dem Degen, ne? Dann haben wir Michael ist auch da. Der Marc. Nee, Quatsch, das ist Marc, Entschuldigung. Marc, Ja, die haben dem alle so ein Marc weißes Icon. Dem Marc möchte ich nochmal danken für sein Video, wo er mich darauf hingewiesen hat, für diesen Fosi Audio i5 Kopfhörer. Ja, so ein bisschen ein Überflieger. Ja, das Ding kostet momentan im Pre-Sale, also in der Ankündigung so 430. Listenpreis sollen wohl mal 550 € sein. Und er hat das Ding fast ähnlich gut geratet wie sein Hi-Fi Man für 1900 und also das scheint, und das ist ein Magnetostat-Kopfhörer. Die interessieren mich halt, weil viele sagen, dann hörst du die Musik nicht so im Kopf drin, sondern eher praktisch vorm Kopf. Ja. Und das fand ich bei vielen Kopfhörern immer ganz unangenehm, wenn die dann so richtig ins Ohr reingingen. Ja? Und dann in der Birne halt alles explodiert ist sozusagen. Genau, das kann ich absolut nachvollziehen. Das mag ich nämlich auch überhaupt nicht. Ja, das scheint auch ein Kopfhörer zu sein, der jetzt nicht irgendwie anspruchsvoll ist an den Kopfhörerverstärker oder die Buchse, ja, was die Leistung betrifft. Also das sind 28 Ohm Kopfhörer. Ja. Und das scheint also mit wirklich ab 500 Milliwatt scheint das zu funktionieren. Also scheint gut zu sein. Eine schöne Alternative. Ja, bei den Dingern hier, bei diesen iPod-ähnlichen Dingern. Habe ich gar nicht. Hast du das so brutal im Kopf? Ja, ich habe mir die irgendwann hier für die Livestreams gekauft. Ja. Oh, dann haben wir Thomas FI. Dann haben wir den, aber eine kurze. Ich habe eine Hand. Okay. Dann den Christian. Schreibt Popkiller nochmal? Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Okay. Ich lasse momentan lieber aus, die Röhren. Carsten, dir auch einen schönen guten Abend. Ich kann gar nicht fassen, euch nach gefühlt 65 Monaten. Genau. Markus und Mario, moin, genau. Ja, moin. Der Patrick. Ja, genau. So ist es. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe die Videos noch nicht gesehen. Also, ich kann da gerne was zu sagen. Ich habe jetzt ja auch das erste Fazit zu der ganzen Geschichte. Also da kommt noch ein Video, aber trotzdem habe ich jetzt so nach so ein paar, so 10 Platten, die ich jetzt gewaschen habe, wo einige Flohmarkt-Sachen halt auch wirklich dabei waren, die echt für einen extrem günstigen Preis geschossen, irgendwie einmal 5 €, einmal 3 €. Da habe ich mir wirklich nicht viel von versprochen, aber super. Also ja. Ich meine, die Maschine ist ja schon durchs Dorf getrieben worden. Guido, Lothar Bavarian Vinyl, der hat ja vor ein paar Jahren schon angefangen. Ich sehe aber gerade, wir haben noch einen Gast, ich kann es gar nicht glauben. Ist das die Machen wir den ersten FOL wieder nach der Sommerpause und dann geht es hier richtig ab. Guten Nicht Abend, schlecht. Marc. Der Marc, hallo. Guten Abend. Grüße. Und wen hat er auf dem T-Shirt? Waldorf und Stettler. Genau das Richtige, ja, sehr gut. Ja, das passt auch. Wie ist es in Berlin? Heiß. Okay. 35 Grad heute. Boah. Ich lüfte hier gerade durch. Meine Frau sitzt draußen auf der Terrasse. Da ist Wind. Ja. Und dann dachte ich mir, ich komme mal hier rein. Ist mal eine schöne Abwechslung heute. Also bevor ich mit der Begrüßung weitermache, also wir haben hier in Hessen, in Raum Frankfurt auch Wind, aber der Wind ist eher, als wenn du dir einen Föhn an den Bauch hältst. Das ist also total. So, der Ulrich ist auch da. Moin Richie, Uwe, Guido, Digi Mario. Stream in the future und in die Runde. So, Ramses schreibt noch was. Jetzt ist die Hütte voll. Ja, jetzt ist es definitiv voll. Genau. Dann haben wir noch den Jürgen. Was war hier noch? Wo bleibt denn wo bleibt der Nottingham? Das kann ich dir sagen. Ich muss ja auch erstmal leider Gottes das Geld dazu irgendwie verdienen, weil das ist ja jetzt auch nicht, also zumindest für mich nicht gerade ein Schnapper, aber er ist in Bearbeitung. Er wird zusammengeklöppelt, glaube ich gerade. Okay. Definitiv kommen. Ja, Markus, da sind wir ja beiden auf derselben Linie. Weißt ja selber, ich bin ja auch sehr interessiert an so Nottingham, aber ich würde den eher, jetzt darf ich endlich Nottingham sagen. Aber ich würde den, für mich kommt dann eher gebraucht in Frage. Ja, weil die Gebrauchpreise gehen halt echt runter.
find mal einen gebraucht. Die Auswahl ist ja da nicht wirklich Sehr begrenzt, ja. Ich hatte Ja, ja. einen für 1500, aber ich hatte das Geld nicht da und konnte nicht kaufen. Und ich hätte es vielleicht machen sollen. Ja. Ich bin da aber abwartend. Ne? Ja, also ich gehe auch Geduldig. davon aus, gegen Ende des Jahres wird das was werden, vorher nicht. Und ja, kostet einen Mückenscheiß. Ja, geht so. Ja, der Kommentar ist älter, der ist von 20:06 Uhr. Wir sind schon bei 20:17 Uhr. Ist 10 Minuten rum. Ich bin wie immer im Hintertreffen. So, mal gucken. Music Forever, hallo. Ich sehe dich. Ach, ich hätte den Ole fast vergessen. Guten Abend. So, mal gucken. Frank Hogen haben wir. Ach, guck mal, der Matze. Matze trollt hier auch rum. Guten Abend, Ja, Frank. Da will ich mal. Am Grill. Heike hat vorhin beim Aldi, wo wir einkaufen waren, ich nehme mal was zum Grillen mit. Habe ich gesagt, bist du bescheuert? Ich stelle mich doch nicht auch an den Grill bei der Hitze. Da drehe ich ja völlig durch. Ja. Du, Du baust ja dann, legst es einfach raus und es wird klar. Ja, ich habe so Ja. eine Umrandung oben auf dem Flachdach im Garagendach, so aus Blech vielleicht. genau. Ja. Vielleicht so ein bisschen ums Balkonkraftwerk herum. Ja, genau, legst es morgens hin und abends ist dann fertig. Ja, genau. Genau. Das nennt man Heidenstern. dann Slow Cooking. Ja, Hier, das ist Slow Cooking. ja, Ja. genau. 12 genau. Stunden, dann ist das mal schön mürbe. Ja, das fällt schön auseinander, definitiv. Gute Idee. Ich glaube, das macht Was mir so ein bisschen, wahrscheinlich bevor ich mir irgendwas Teures kaufen würde, käme mir noch der neue Fossi-Plattenspieler, der Luna 3, wahrscheinlich in die Quere. Das Ding wird mich echt mal interessieren. So ein, ich weiß, es ist Billigheimer, aber das Ding wird mich echt mal interessieren, nachdem Regina darüber berichtet hat, so als Einsteiger. Ja, und ja, wenn ich ihn getestet habe, vielleicht dann meine Tochter mal. Und der war ja nicht teuer, ne? 250 oder sowas, ne? Ja, ich glaube jetzt die machen ja immer so ein wie nennt man das? Funding. Ja, und wenn du dann für 10 Euro praktisch da einsteigst und dann kriegst du ihn sogar, glaube ich, für 220, 230, da ist dann das Audiotechniker dabei, die machen aber meistens dann auch Pakete. Wenn du sagst, ne, ich brauche aber noch ein Phono Preamp, dann gibt es so ein Paket, Plattenspiele plus Phono Preamp und am Ende hat man ein bisschen was gespart. Also und für den Preis, ja, er macht einen guten Eindruck. Klar, das ist kein High-End-Player. Ja, aber ich meine, da sollte man sich nichts vormachen. Aber vielleicht ein guter Einstieg und vielleicht auch ein Ansporn für so manch andere Firma, eventuell nochmal ihre Modelle zu überarbeiten, so die Einsteigermodelle. Könnte ja sein, oder vielleicht mal ein schönes Tonabnehmersystem dazugeben. Ja, wenn so ein Hersteller hingeht und sagt, ey, verkauf uns doch mal 1000 Tonabnehmer, dann kriegst du garantiert einen anderen Preis wie, ich hätte gerne mal einen. Ja. Menge Ja, macht den Preis. wir haben irgendwie noch so ein Quieken im Hintergrund. Ich weiß aktuell nicht, wo es herkommt. Ich werde noch weiter forschen. Aber Marc ist doch bestimmt nicht nur hier, um über Musik zu sprechen, sondern wahrscheinlich hat dich das Kopfhörer-Thema geweckt. Gehe ich mal von aus. Und vielleicht kannst du an seine Frage schon gleich beantworten. Ach, hier. Ja, weil mit den Kommentaren, das geht Ja. nicht, also an den Chat, irgendwann werde ich das mit den Kommentaren aufgeben. Ich glaube, das werden heute ziemlich viele, wir sind schon 78 Zuschauer. Ich versuche das immer zu machen. Ich habe auch gesehen, dass Pete gerade reingekommen ist, den habe ich aber nur im kleinen Chat gesehen, wollte ich auf jeden Fall auch guten Abend sagen. Wie gesagt, vielleicht hast du da Lust, die Frage zu beantworten. Naja, Kopfhörer, die sozusagen durch Knochenleitung funktionieren, das ist ganz gut zur Unterstützung, aber jetzt nur, ich habe jetzt gerade so welche auf, nämlich, das ist okay für Sprechen, die sind den ganzen Tag tauglich, tun nicht weh, sie haben eine gute Sprachverständlichkeit. Ich habe mal mit ein paar Musik gehört, das ist es nicht so. Also Tiefbass hast du da nicht so richtig mit und wenn du da im Homeoffice bist und Sprache und so, ist das super, aber für Musik hören bin ich da nicht so ein Fan von. Es gibt ein paar In-Ears, da ist das quasi unterstützend bei, damit du ein bisschen mehr körperliches Gefühl hast beim Bass hören, weil In-Ears ist ja nochmal eine andere Nummer, machen aber auch nicht viele. Das ist dann ganz cool, aber immer nur quasi unterstützend, aber nie nur einzeln. Knapp beantwortet. Ja, super, ich habe gesehen, Guido macht jetzt gerade so ein bisschen den Hintergrund. Mach mal weiter, Guido, dann Ja, kann ich schnipp sie einfach durch. Also. nach dem Ton forschen zwischendrin. Vielleicht bin ich ja auch selber. Oh, Wolfix, guten Abend. Du kannst auch gerne die Moderation mal übernehmen.
Oh, aber ist der Thomas auch hier? Wer ist Thomas? Du meinst Ja, auch sind die- das Der Ingo ist auch da. Ja, ey, guck mal, 78 Leute ist echt schwierig, da jetzt durchzusteigen. Ne? Jo, Jetzt haben wir noch jo, einen jo. Hake, der sagt nochmal irgendwie Hallo. Hallo Arke. Der Da gibt man ein Arke, bisschen ja. über das Geldthema. Irgendjemand Ach so, fand den. Thomas ist der Audiophile Journey. Genau. Ah. Aber den habe ich gar nicht entdeckt. Die heute ist ja das Pre-Opening, glaube ich, des Vinyl Rooms, ne? Genau, heute war das, ja. Da gibt es ja am Dienstag, habe ich jetzt schon in der Ankündigung gesehen, gibt es ja mal so eine Vorstellung, wie es gelaufen ist heute und morgen. Okay. Kommt jemand aus Düsseldorf noch? Nee, aus der Nähe. Also Düsseldorf sind für mich so 60, 65 Kilometer. Okay. Um welchen Nottingham handelt es denn? Ja. Gute Frage, ne? Ja, ich weiß da gar nichts von. Ja, Markus, um welchen handelt es sich denn? Ach so, Also bei soll ich mir was sagen? So, ja. bei mir Einsteiger. Also bei mir ist das der Space Deck en Vogue, den ich mir rausgesucht habe. Die ich dann halt so ich sag mal, die sind auch relativ, das ist doch alles ein Preis, das kriegst du eh nicht günstiger. Das heißt, da liegst du ohne Tonabnehmer bei 3 Mille. Knapp. Ja. Also ist ja noch nicht so ganz abgehoben, das geht ja alles. Ja, denke ich auch. Ja. Der Chat ist ausgehungert. Okay. Ja. Ja, ich würde auch sagen, das ist natürlich trotzdem nicht günstig, ne, 3 Mille, aber es ist ja immer noch, es ist jetzt kein Preis, wo man sagt, das ist Absurdistan. Ne? Nein, natürlich. Das ist schon erschwinglich, aber trotzdem, sage ich jetzt mal, wenn man sich jetzt auch mal so, ich weiß nicht, wie es euch geht, im Bekanntenkreis dann mal so umhört oder so, oder man kommt da ins Gespräch oder so, die halten dich natürlich alle für komplett gaga, ne? Weil das kaum einer nachvollziehen kann. Ich sag mal, bei uns ist das in der Community sicherlich eine andere Nummer und viele werden auch sagen, ja, wieso 3000 geht doch, ist doch alles kein Thema, aber trotzdem musst du die halt auch erstmal lose, ist zumindest meine Meinung, die musst du überhaben, ne? Mal eben so, zack. Ja, das ist es. Und aus meiner Sicht 3.000 Euro für ein Laufwerk ohne Tonabnehmer ist eine Anschaffung. Ja, so ein Fossi-Plattenspieler oder ein Project oder so ein Rega P1, den nimmt man mal mit. Ja, weil vielleicht der eigene, weiß es nicht, überholt werden muss oder gerade der Riemen gerissen ist. Ja, aber 3.000 Euro ist eine Anschaffung. Und zwar keine kleine. Sorry. Ja, also ein paar sind schon so ein paar Taler, ne, muss man schon so sehen, aber ich gebe dir natürlich recht, Mario, da gibt es natürlich noch ganz andere Dimensionen, gar keine Frage. Ja, die gibt es immer. Eben, ich habe da von Leuten Dacia gehört, die kaufen oder einen Rolls-Royce. Tonabnehmer aus. Ne? Also. Clemens, guten Abend. Ich sag's mal so, das hat man ja beim letzten Stream auch schon, das Thema so über die Preise zu diskutieren, beziehungsweise war das ja auch jetzt hier am Mittwoch in dem Stream zwischen Markus Playong und auch dem Hans, also HiFi Anonym, das Thema mit den Preisen. Natürlich ist das immer ein Thema, aber sowas kauft man, finde ich, ja nicht jetzt jeden Tag spontan, sondern man weiß ja, auf was man sich einstellt, und wenn man dann, ich sag mal, die Taler dann immer mal ab und zu weglegt, und dann ist es zwar trotzdem genau das Geld, aber dann tut es nicht ganz so weh. Ne? Das ist halt so. Ich finde, es gibt ja auch Träume, die man haben kann, und dann kann man da ein bisschen was für tun. Ne? Ja. Absolut, nee, absolut. Das ist es ja letztendlich halt auch. Und ich sage auch nicht, dass der Preis dafür nicht gerechtfertigt ist, weil es ist ja halt auch, das wird ja auch weitestgehend in Handarbeit hergestellt. Und das will ich damit gar nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist es, also es ist schon, also für mich persönlich ist es viel Geld. Ja, und Masselaufwerke denke ich auch, also Vinyl ist Trumpf, das habe ich auch den Eindruck, dass die wirklich auf dem Gebrauchtmarkt doch spärlich gesät sind, ja. Haben wir ja gerade gesagt, von wegen Findman Nottingham zum Beispiel, ja. Naja, also ich habe jetzt gerade den Automat auf, es sind 1, 2, 3, 4 Stück drin. Es ist immer die Frage, was will ich haben, ne? Ja, die 4 Stück, 50 Kilometer um deinen Wohnort rum oder 500 Kilometer deutschlandweit? Naja, es ist Deutschland, Österreich, das ist so der Punkt. Ne? Ich sag mal,
da bin ich ja, wenn ich auch nach Sachen gucke, ja auch so jemand, der auch im Gebrauchtmarkt schon guckt, aber ich gucke halt nicht zwingend jetzt bei eBay, sondern ich gucke halt im Audiomarkt, ne? Weil da weiß halt auch, was du kriegst. Ja, ich denke mal, aber auch im Winter wird es, glaube ich, auch besser, oder? Auf dem Gebrauchtmarkt. Ja, momentan ist Flaute. Das ist ja momentan generell, wenn du mal so dich auch mit Händlern unterhältst, es ist ja momentan alles so ein bisschen aufgrund des Wetters. Wer hat jetzt Lust, in ein HiFi-Studio zu wandern und sich da 3-4 Stunden hinzusetzen? Ich meine, da ist es ja Wurst, ob du jetzt hier Lautsprecher anhörst, jetzt Kopfhörer anhörst oder sonst irgendwas. Da hat ja kein Mensch Bock eigentlich drauf. Ja. Es sei denn, du bist total kleu drauf und sagst, jetzt muss ich unbedingt. Ich muss jetzt unbedingt. Aber und ich weiß, dass mein Hi-Fi-Händler klimatisierte Räume hat. Oder es ist klimatisiert, genau. Ja. Da bleibe ich ja gern ein paar Stunden sitzen. Marc wollte gerade was sagen. Du hast gerade die Hand gehoben. Wie ich sagte auch, oder es ist klimatisiert, dann bleibt man da gerne mal ein paar Stunden sitzen. Ja, genau, dann will man gar nicht weg. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer, wenn du gerade Kopfhörer mal dir anhörst, ne? Weil es klimatisiert ist, dann kommt auch nicht so die Perlchen vom Kopf runter, ne? Von der Kopfhaut. Ja, so nach dem 20. Kopfhörer nimmst du ihn ab, dann hast du Blumenkohlohren. Ja, ich habe vorhin beim Aldi auch erstmal, wenn du reinkommst, ist ja schon mal schön kühl, ne? Und dann bei uns kommt erst das Gemüse. Ich glaube, Aldi sind mittlerweile alle gleich gestrickt irgendwie. Und lauf so weiter und dann kommt dann gleich das Fleisch, also diese großen Kühlschränke, wo du die Tür aufmachen kannst, ja. Ich erstmal die Tür aufgemacht. Nix, ich guck, was wir grillen wollen. So nach dem Motto, ich guck nach dem Fleisch. Du willst dich nicht etwa kühlen? Nein. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Big Lebowski, wo der an den Kühlschrank steht und aufmacht und erstmal. Ich habe den Film damals, ich habe den auf der PS3 damals mal gekauft und ich habe den auch schon oft gesehen, weil ich hier mal Bowling gespielt habe im Verein, also hier Bezirksliga. Und ich kann mich kaum noch dran erinnern. Das Alter, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wollten wir nicht eigentlich irgendwie über Musik? Der Film ist auf jeden Fall gülden, ja. Über Musik reden auch so? Also wir können gern weitermachen, Gottes Willen. Ja, würde ich schon ganz gerne. Ich hätte noch eine Frage in die Runde, weil ich immer wieder halt auch so dieses Thema Kopfhörer und so und Kopfhörerverstärker. Fragen kosten 5 Euro, das weißt du. Ja, macht nichts, kann ich mir leiden. Hört ihr tatsächlich alle viel mit Kopfhörer oder nur ab und zu mal oder wie ist das bei euch? Also ich gar nicht. Ich muss sagen, momentan nicht. Ich habe einen Sennheiser-Kopfhörer, aber leider hat sich eine Seite verabschiedet. Den habe ich mal geschenkt bekommen von meiner Ex-Frau. Das ist aber ein drahtloser. Der hat so eine Station, wo man den einhängen kann. Da wird er auch geladen. Und der hat immer funktioniert. Und jetzt habe ich ihn angeschlossen, weil mein neuer Traum-CD-Player hat eine Kopfhörerbuchse mit Lautstärkeregelung. Und ich mich gefreut wie Bolle, ja, das Ding reingesteckt, geht nur noch eine Seite. Ja, so ein Gesicht. Okay. Und deswegen, bei mir ist das auch so, ich höre im Grunde genommen gar nicht über Kopfhörer. Ja, Headset halt für zum Spielen. Aber genau. Ja, nicht Musik hören. Da ja, Headset zum Zocken auf jeden Fall. Aber hören, Musik hören. Natürlich auch den Vorteil, selbst nachts um 1 kann ich halt meine Anlage noch anmachen. Und wenn ich es nicht übertreibe, störe ich niemanden. Dadurch, dass es halt mein eigenes Haus ist. Genau, so ist das im Grunde genommen bei mir auch. Also ich wohne hier mitten auf dem Land, hier ist rechts und links keiner. Also das hast du ja mal erzählt. Bei dir kannst du Party machen und genau, deshalb wird da für mich keine Notwendigkeit, außer meine Frau vielleicht, die mir dann irgendwas an die Birne schmeißt. Aber ansonsten, hatte mich nur mal interessiert. Ja, bei mir wohnen rechts und links ganz viele, aber das ist mir vollkommen egal. Also ich höre trotzdem schön laut Musik. Und Kopfhörer eigentlich zu Hause gar nicht. Würde ich nie auf die Idee kommen, mich jetzt mit Kopfhörern hier hinzusetzen. Okay. Draußen mal so ganz kurz habe ich so einen Podcast oder irgendwie so Geschichten. Ja. Aber zu Hause mit Kopfhörer hören würde ich nie. Ja, bei mir ist es ja eher mehr durch die Arbeit bedingt viel, ich sag mal, weil ich ja viel Team-Meetings habe oder sowas. Und wenn ich dann morgens im Büro bin und will dann doch mal entspannt den Tag arbeitstechnisch beginnen, klar, Kopfhörer, Musik hören, weil über Lautsprecher vom Laptop, da braucht man nichts erwarten, also ist dann eher der Kopfhörer. Aber auch da
wenn es nicht sein muss, aber ich sage immer wieder, trotzdem gucke ich immer mal, was gibt es so an Kopfhörern, was könnte mich mal interessieren. Ne? Aber ja, man kann ja nicht alles, ne? Das ist das andere. Guten Okay. Abend, Dirk. Naja, da bilde ich ja hier die ganz große Ausnahme. Oh ja, das glaube ich auch, ja. Naja. Ja gut, du bist aber auch in dem Thema ja letzten Endes drin. Ne? Das ist Aber eine war andere- knietief drin, was ja Kopfhörer betrifft. Deswegen auch Mini-Klangwunder. Irgendwann habe ich mir immer überlegt, wie kannst du denn sowas benennen? Das macht dann mit der Anlage keinen Sinn. Und genau, also Kopfhörer ist mir auch dem geschuldet. Meine Kinder, als sie ganz klein waren, da war hier nichts mit laut Fernseh gucken schon gar nicht. Dann sind die wach geworden und irgendwie willst du ja nicht abends zu sitzen und lesen. Und da habe ich dann mit so einem kleinen Bluetooth-Lautsprecher angefangen und das war dann zu laut. Dann habe ich gesagt, jetzt hier Kopfhörer. Und seitdem, wie alt ist denn der Große jetzt? 18, also seit gute 16 Jahren halt jetzt viel mit Kopfhörern zu tun. Und ja, da fuchst man sich so rein wie andere halt in Anlagen. Ne? Und dieses ganze Thema Schallplatte und Anlagen ist bei mir erst, seit die Kinder so groß sind, dass ich auch mal abends wirklich mal Musik anmachen kann und die mal mithören. Das ist jetzt auch so 3-4 Jahre. Ne? Aber ansonsten auch heute noch Kopfhörer ziehe ich oft vor, weil es ist schnell aufgesetzt. Ich habe ja genug Equipment da. Ich sage mir mal, Kopfhörer kann ich schnell tauschen, wenn ich mal einen anderen Sound haben will. Also nicht mehr nur, also die haben wie bei Lautsprechern, ne? Also die können tonal gleich klingen, aber trotzdem klingen sie doch wieder anders. Ja. Und das weiß man irgendwann und Lautsprecher kann ich halt nicht so schnell wechseln wie Kopfhörer und das ist bei mir das ist wirklich das große Steckenpferd, ne? Wobei ich habe früher immer die rote Karte gekriegt. Ich hatte so in den 80er Jahren war der ja mal auch ganz beliebt, der Bayer DT880 Studio. Ja, der war ja auch super getestet und der hat auch gut geklungen und trotzdem habe ich die rote Karte gekriegt, weil der ja offen war. Ja, und wenn du dann halt schön mal Schmackes gibst, ja, dann hat dann die Ehefrau daneben gesessen, so mit leicht blutunterlaufenden Augen. Das Ding ist so laut, ja, man hört so viel. Ja, da gibt es ja verschiedene Arten von Kopfhörern, das wird jetzt auch schon weit führen, wäre aber besser gewesen. Ja. also es gibt, Ganz, heute gibt ganz Ja. kurz, ich würde gerne mal dazwischen von Markus, das ist tatsächlich, das Knacken kommt von dir. Wenn ich dich stumm mache, ist es weg. Das Knacken kommt von mir. Ja, Das wir haben hört immer sich so einen an wie so ein- wie so eine zwischendrin und Stimme, wir wie hatten so eine einen Stimme. ganz sauberen Ton. Als würde das Mikrofon eventuell irgendwie die Lautsprecher wieder aufnehmen. Ja, genau, weil wenn ich wegmache, guck mal, jetzt ist der Ton eigentlich super. Ja. Ich könnte jetzt natürlich mal versuchen, weil ich habe das tatsächlich über YouTube aufgemacht. Warte mal, ich versuche mal und wenn ich weg bin, gucke ich, dass ich wiederkomme. Ne? Nee, wenn nicht, mach's doch so, dann stell dich doch selber stumm und wenn du was sagen willst, holst du dich wieder hoch. Ist vielleicht am einfachsten. Weißt Ja, du, warte weil mal. wenn- Ich Oder versuche mal. ziehst das Mikro vielleicht ein bisschen näher zu dir, dass er halt deine Lautsprecher nicht wieder aufnimmt. Ja, das ist hier schlecht. Gut, ich mache das natürlich auch alles mit dem Tablet, ohne Du Mikrofon. hast all in one. Das könnte natürlich auch daran liegen, sage ich jetzt mal, dass das jetzt nicht so besonders. Wie ist das, wenn ich das so leicht schräg stelle? Warte mal, da muss mal jemand anders da sprechen. Aktuell, also wenn du sprichst, ist gut. Und Wenn ich jetzt? ein bisschen hier reinquatsche oder irgendwie sowas. Ja, hoffen wir doch mal. Akzeptieren Ne? das? Nö. Ja, es ist ist immer wieder noch da. da, aber es ist Ja, vielleicht das ein bisschen ist also weniger. anders, als würde er seine Ist aber eigenen erträglich. Lautsprecher praktisch wieder zurückholen. Naja. Ja, ist aber erträglich, hat Na nichts gut. Schlimmeres. Ja, gut, weiter im Thema. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das ist ja typisch Richie, ne? Ja, ich weiß. Danke. Faden ab, durchgeschnitten und weggeschmissen. Nee, aber wenn es nur noch mal zum Schluss Kopfhörer, also mittlerweile kriegst du ja Bluetooth-Kopfhörer, die kosten zwar ein bisschen mehr, aber die sind richtig gut. Also ich sag mal jetzt so um 300 Euro. Da rede ich nicht von Bose und die Bekannten. Da gibt es so andere heiße Geräte, die so gut sind tatsächlich, wo ich sage, da brauchst du eigentlich keinen anderen mehr. Kannst du auch mit Kabel betreiben und das sind aber alles so ein bisschen Underdogs, weil die sind eben nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht Mainstream, ne? Und das ist das Schwierige. Kopfhörer ist schon so nischig in der HiFi-Geschichte, dass du ein Problem hast als Hersteller, der sich was traut. Übrigens ein Hersteller, der eigentlich HiFi-Klamotten macht, die Cambridge Audio, die Kopfhörer, also den musste man sich mal angucken, das ist ein richtig krasses Ding.
Gibt es gerade noch in einer neuen Fassung und kleine Schleichwerbung hier. Also das ist einer, der ist bei vielen völlig unterm Radar. Frage, warst du dieses Jahr auf der High-End und hast du die Kopfhörerseite mal da angeguckt, oder? Weil ich war ja da und fand das extrem interessant, wie voll das eigentlich war. Das hat mir erstmal so richtig gezeigt, wie groß doch der ganze Markt ist. Und es waren halt ganz, ganz viele, also vom Alter her wirklich durch die Bank weg unterschiedlich. Aber ich fand es interessant, ne? Also wie groß doch das Thema mit Kopfhörern auch da schon präsent ist. Ne? Ja, also High-End war ich nicht, aber am 30. August findet in Essen im Oktogon die WOH statt, World of Headphone. Das ist eine reine Messe nur für Kopfhörer. Wer da also in Essen in der Nähe ist, gern vorbeikommen, kostet auch nichts. Samstags geht's los um 10, glaube ich, von 10 bis 18 Uhr. Und da bin ich dann auch da. Das ist von mir zwar auch echt weit weg, aber dieses Jahr habe ich gesagt, da fahre ich mal hin. Da bin ich mal gespannt, wie es da ist. Bei High-End ist ja da ist ja auch noch viel mehr, ne? Also da geht man dann mal da vorbei und hört sich das mal an. Ja. Wobei ich sagen muss, es waren ja nicht nur die Kopfhörer da, sondern halt auch das ganze Thema um Kopfhörer, ne? Also Verstärker, also Kopfhörerverstärker, auch die ganzen Anschlussleitungen dazu. Ich fand es in dem Sinne, wie ich da war, also letztes Jahr bin ich da ja auch so drüber gelaufen, habe das aber gar nicht so bewusst mitgeschnitten, dieses Jahr viel mehr, und ich fand es halt extrem interessant, wie viele verschiedene Sorten es, ich sag mal, an Kopfhörern gab, auch vom Design her allein, und das fand ich schon sehr, sehr interessant. Also hat mich komplett abgeholt, wo ich gedacht habe, ist auch nochmal so ein Thema, kann man sich irgendwann mal mit beschäftigen, aber habe dann auch gedacht, ich glaube, das ist auch nicht ohne, ne? Also da durchzusteigen, das ist nur kann ein Rabbit Hole werden, ne? Weil es verlockend ist, weil du sagst, na, die Investitionen sind vielleicht nicht ganz so groß, und wie das in jedem Hobby so ist, das wird dann immer ein Stück mehr, immer ein Stück höher. Und dann noch links und rechts, ne? Und ruckzuck hast du dann plötzlich auch Investitionen, die in den 5-stelligen Bereich gehen. Also nicht unbedingt ein Kopfhörer, aber du hast dann halt mehrere, ne? Und das ist nicht nur bei mir so, weil ich die teste, sondern tatsächlich, also ich habe auch viele gekauft, die dann hier sind. Die sind ja nicht alle nur geliehen oder irgendwie geschenkt. Sowas gibt's nicht, da musst du schon selber bezahlen. Das kann auch wie so eine kleine Sucht halt werden, ne? Wie Schallplatten kaufen. Ganz kurz, Markus, fuchtel einfach mit den Händen, wenn du was sagen willst, dann nehme ich dich einfach wieder hoch. Das ist die einfachste Lösung. Ah, okay, er fuchtelt schon. Okay. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe YouTube im Hintergrund zugemacht. Das läuft jetzt wirklich nur über den Browser. Wenn das jetzt immer noch sein sollte, dann muss es irgendwas anderes sein. Gut, Test. Scheint jetzt besser zu sein. Ne? Also ich habe dieses Knacksen jetzt auch nicht so gehört. Wahrscheinlich hast du das irgendwie anders gehört. Keine Ahnung. Aktuell höre ich jetzt nicht. Wie gesagt, wenn nicht, dann mache ich dich halt stumm. Siehst ja, wenn du stumm bist, und dann fuchtel mit den Händen, holst dich wieder hoch. Kriegen wir schon hin. Ja, alles gut. Wir sind auch flexibel eben. Ja, aber es wurde ja jetzt eben gerade so angesprochen mit den Platten, Guido. Hast du denn auf deinem Urlaubstrip doch ein paar Platten mitgenommen, oder? Nein, ich habe nicht eine einzige Platte gekauft, tatsächlich. Ich wollte ja ganz gerne, aber wie auch ganz kurz da schon erwähnt, ist es ja tatsächlich so, dass die Platten in Tschechien relativ teuer waren. Macht von meiner Seite her keinen Sinn. Und da, wo ich sehr interessant war, das war eben halt dieser Punkladen da irgendwie so, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr entspannter Laden mit sehr interessanten Platten, wo ich aber im Prinzip wirklich nichts von kannte. Und ich hätte mich da wirklich lange mit auseinandersetzen müssen und sagen müssen, okay, dafür bin ich jetzt einfach auch bereit, blind jetzt einen Fuffi hinzulegen oder irgendwie sowas, ne? Für eine tschechische Punkband oder irgendwie sowas, ne? Von der Seite her habe ich es dann tatsächlich sein gelassen. Ich habe nicht eine einzige Platte aus Tschechien mitgebracht. Für meine Verhältnisse echt selten, weil eigentlich, egal wo ich bisher war, habe ich immer irgendwas mitgebracht, aber da habe ich es tatsächlich nicht gemacht. Keine einzige. Du hast im Video, glaube ich, gesagt, so Minimum 45 € irgendwie. Ja. So sind die Also es gibt natürlich auch günstigere. Ne? Es gab auch ja. so Teile, die kosten dann 700, 800 Kronen. Das sind dann irgendwie so, ja, halt ein 20 in der Richtung knapp. Ist dann irgendwie, dafür kriege ich sie hier auch. Im Endeffekt, wenn ich sie mir jetzt irgendwo bestellen würde oder irgendwie sowas. Ne? Ja, und das, was wirklich interessant war, da ging es dann auch los. Also das ist wirklich jetzt der untere Preissegment. Richtig interessante Platten fand ich irgendwie, die lagen über 50, 60 €. Ne?
Was sie auch durchaus wert sein können. Das habe ich jetzt, weil wie gesagt, das Problem da war tatsächlich, dass ich kaum was von den Sachen kannte. Also ich habe auch speziell da geschaut, also ich sag mal, so die Standardsachen, die gucke ich mir ja nicht an. Ich bin nicht in einem anderen Land und gucke mir den Platten von RTL an oder irgendwie so, das mache ich nicht. Dann gucke ich immer da in den Schuhbahn, wo auch irgendwas für mich was Interessantes steht. Ne? Aber das war irgendwie, also schön zu sehen, irgendwie so. Und ich habe auch eine Menge gequatscht gehabt mit dem einen Typen da irgendwie so. Das war auch ein sehr cooler Typ irgendwie sowas. Und aber das war ich dann letzten Endes auch nicht bereit, dafür auszugeben irgendwie so. Oder es fehlte der richtige Schwung jetzt irgendwie so. Ist auch nicht schlimm. Also keine einzige Platte aus Tschechien bei mir. Oh, schade. Wir hatten doch eigentlich irgendwie so ein Thema, ne? Ja, welches ist denn das? Digi Mario hat das, glaube ich, gesagt, ne? Hattest du das nicht gesagt? Von wegen, was ist denn alte Herrenmusik? Oder? Ja, genau. Ach so, ja. Das hatte ich dir als Sprachnachricht geschickt. Ne? Genau, was ist alte Herrenmusik? Alte Herrenmusik? Ja, ja, weil es ja heißt, eine alte Herrenrunde, und dann habe ich den Richie gefragt, was ist denn überhaupt so alte Herrenmusik? Ne? Ja, das ist schwierig zu sagen. Da muss man erstmal ein alter Herr sein. Ne? Das kann ja alles Mögliche sein, ja. Ich meine, mittlerweile sind wir ja schon in einem Alter, als ich jung war, mein Vater, wie gesagt, hat die Egerländer gehört, da wurden Schlager gehört. Ja, das war für uns die alte Musik, ja, also die alten Menschen gehört haben. Heute, ja, da siehst du Leute grauhaarig oder ja, und schon leicht untersetzt. Und was hören sie? Heavy Metal, ja. Weil das hören sie seit ihrer Jugend, ja. Das ist halt so. Die damals jung waren, sind jetzt halt alt, ne? Ist so. Ja, ich würde auch irgendwie so in der Richtung gehen, wenn jetzt so, also viele würden ja jetzt einsteigen, wahrscheinlich sagen sowas wie Stones oder irgendwie sowas, ne? Ja. Als erstes kam Aerosmith hier, nur mal so nebenbei, ne? Von Scorpions. Ja, das nächste war James Last. Ja. Also ich glaube, die Scorpions werden heute auch noch von den jungen Leuten gehört, glaube ich, irgendwie sowas, ne? Aber und ich glaube, wenn die letzte Platte der Stones nicht so gut gewesen wäre, würden die Stones, glaube ich, nicht mehr von den jungen Leuten gehört. Sondern das sind eher so die Altherren, glaube ich. Das ist auch eine gute Frage. Wie alt sind denn die alten Herren? Ja, ja, also ich sag mal so die 50, 60, 70-Jährigen oder irgendwie. Also ich habe die Hochzeit der Stones. Also eben erlebt haben, irgendwie sowas. Das würde ich jetzt so als Altherrenmusik bezeichnen. Ne? Ja. Ansonsten würde ich mich ja mal dagegen wehren, weil so grundsätzlich, ich finde ja Musik an sich spannend. Ne? Also das kann ja jedes neue Genre, was da irgendwie auf den Markt geschmissen wird, egal in welche Richtung das geht, finde ich interessant, wenn da jemand was macht. Ne? Also ich würde mich da niemals so sehen, dass ich jetzt nur an die alten Sachen denke oder sowas. Parallel würde ich natürlich auch... Ich hab Marc im Auge, aber ganz kurz noch, Mario, du hast ja auch gesagt, von wegen im Rückschluss, von wegen, was ist denn junge Musik? Aber Marc, du willst als was sagen? Alte Herrenmusik, also ich glaube, jede Generation hat die eigene alte Herrenmusik, weil wenn ich mich erinnere an alte Herren, da denke ich immer an meinen Großvater, der lebt auch schon länger nicht mehr. Der hat nämlich immer Volksmusik gehört und Heintje und so, weil das war damals so die Musik, mit der er groß geworden ist, und die hat er auch über Jahrzehnte gehört, und das war für mich mal alte Herrenmusik. Wenn ich jetzt meine Kinder sehe und die sehen manchmal, was ich so höre, mal ausgenommen jetzt hier Stones und so, die sind ja nicht alt, sondern die sind ja quasi, die machen ja Musik bis heute und erfinden sich auch immer wieder ein bisschen neu in Grenzen, aber die gehen ja nicht mit einem One-Hit-Wonder und spielen das 30 Jahre lang. Die würde ich auch ausklammern. Aber tatsächlich höre ich auch viel Musik aus den Anfang 90er, Ende 80er. Und meine Kinder gucken mich dann auch immer an und sagen auch, ja, das ist so Opermusik, ne? Also, wenn ich sage, na, aber MC Hammer, ja, das ist Musikrichtung, die gibt es ja heute im Prinzip, ist ja fortgeführt worden, aber wenn die das hören, dann lachen die sich kaputt. Dann sagen die, das ist doch keine Musik. Und ich sage, ey, das ist damals hier Rap und so, ist doch cool, ne? Ja, das waren die Grundlagen im Endeffekt, das waren die Anfänge. Ja, deswegen diese alte Herrenmusik. Ich sehe Markus betteln. Danke, ja. Ich hatte jetzt letztes Wochenende auf dem Trödel so ein Erlebnis an so einem Plattenstand. Der hatte da irgendwie so 3, 4, 5 Kisten. Und da standen, ich bin dann da auch rangepilgert, und da standen 2 junge Burschen. Lass die mal so im Höchstfall 18 gewesen sein. So, jetzt
Was haben die sich da rausgefischt? Also zum Thema Altherrenmusik, weil ich glaube, du kannst das lässt sich nicht pauschalisieren oder irgendwie in irgendeine Schublade packen. Ja, die beiden Burschen, die haben sich da irgendwie eine ABBA rausgezogen und haben die sich gekauft. Aha. Ja. Ich stand fassungslos, also nicht, dass ich jetzt ABBA schlecht finde, ich habe selber eine, aber trotzdem, wie gesagt, die waren im Höchstfall waren die 18, die waren total begeistert. Und Männlich oder weiblich? Sowas gibt wie Altherrenmusik. Ja. Männlich oder weiblich, kommen wir gleich dazu. Aber was Dirk gerade schreibt, das finde ich interessant, aber ist nicht Black Sabbath, Tin Lizzy, Deep Purple, The Who, Judas Priest, Rolling Stones, Beatles, ist das nicht einfach Musikgeschichte und fällt in dem Fall dann einfach irgendwo raus aus dem Ganzen? Weil es halt einfach Musikgeschichte ist und weil, wie gesagt, die Stones immer noch Musik machen oder auch von Beatles, die noch übrig sind, auch noch heute Musik machen. Ja, das kommt ja schon drauf an, wie du da auch irgendwie rangegangen bist an die Sache. Ich meine, du kannst ja deine Oma jetzt nicht unbedingt Black Sabbath oder die Purple vorspielen. Da wird sie auch wahrscheinlich sagen, oh, was ist das denn oder so, ne? Also das ist natürlich irgendwie tatsächlich so, wie du groß geworden bist. Moment, ist das so? Das ist es halt, die ja. Oma? Das kann auch sein, dass die Oma sagt, Mensch, da war ich 13, 14, 15. Ja, Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin ja selber. Warte mal, also ich meine schon noch eine ältere Oma. Wir hatten ja vorhin hier solche Sachen wie hier Volksmusik und solche Sachen. Das ist ja schon irgendwie, ich sag mal, 60er Jahre. Das kommt ja daher, dass wir, ja, in meinem Fall halt, ich bin 66, ja, klar, wenn ich an meine Oma denke oder an meinen Vater denke, der ist seit 30 Jahren tot, ja, oder 35 Jahre sogar schon, ja klar, dann das war damals die alte Herrenmusik. Ja, aber heute ist es ja so, wenn heute eine 18, 20 ist, ja, und zum Beispiel meine Tochter, die ist halt mit der Musik aufgewachsen, die ich höre. Und die hört heute immer noch genauso Sachen, ja, wenn wir schicken uns, oh, ich habe was Neues entdeckt. Hört ihr das doch mal an, ja. Und da habe ich ganz viele Sachen durch sie entdeckt, weil wir die gleiche Musik hören, ja. Ich habe nicht die Egerländer gehört oder der James Last gehört habe, sondern Black Sabbath oder weiß es nicht, Ted Nugent, ja, oder Peter Frampton, so Sachen, ja, oder Mike Oldfield, ja, die haben gesagt, wie, was, auch Mike Oldfield, ja, die Oma Dawn, ja, die ist von 1975, muss man auch sagen, alte Herrenmusik, waren seine besten. Deshalb fand ich das Thema halt auch so interessant, Allo Musicus, weil wir das ja, weil du musst dich erstmal in eine andere Sicht versetzen. Ja, weil wir haben ja unsere Sicht auf Altherrenmusik, wie gesagt, von früher noch, ja. Also wir haben ja in unserem Hinterkopf immer noch das, was wir als Altherrenmusik verstanden haben, als wir halt 18, 20, 25 waren. Ja. Und ich habe heute Mittag, heute früh hat mir der Mario das per Sprachnachricht geschickt und ich musste dann erstmal den ganzen Tag irgendwie mich erstmal zurückspulen. Ich musste erstmal mich runtersetzen, weil für mich war Altherrenmusik war sofort klar, ne? Das ist natürlich auf gar keinen Fall Deep Purple etc., ne? Und dann so, Moment mal, du bist jetzt aber der alte Herr. Ja. Und du musst dich ja erstmal versetzen Das war ja mein Ansatz, so in der Richtung, weil alte Herrenmusik wird ja ganz schnell definiert von wegen, was ihr jetzt alles so aufgezählt habt. Aber ich fange jetzt mal ganz anders an. Wenn man es mal ganz anders sieht, könnte alte Herrenmusik auch Klassik sein. Natürlich. Also ich würde es nochmal ganz anders. Den Standpunkt drauf an, definiert man Alter, weil das ist ja der Punkt. Für einen 100-Jährigen sind wir alle noch Jungspunde. Ja. Ich würde es nochmal noch ganz anders anfangen, weil das ist jetzt so. Wird jetzt so negativ behaftet. Ich finde, Altherrenmusik ist nicht negativ, weil grundsätzlich hat es ja nur damit was zu tun, dass du eben halt als alter Herr deine Musik gehört hast und das ist ja grundsätzlich erstmal gut. Und es gibt auch mit Sicherheit eine Menge Schlager, die in all unseren Köpfen drin steckt und wo wir in irgendeiner Form noch eine Erinnerung drin haben. Ob es jetzt tatsächlich bei der Oma ist, beim Kaffee und Kuchen oder auf irgendeinem Geburtstag mit deinem Vater oder was weiß ich nicht was. Grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt. Ich finde es einfach nur schön, wenn man das so von der Seite betrachtet, weil junge Leute haben heute ihre Musik und auch da würde ich als alter Herr ja immer noch offen mit umgehen und habe dadurch natürlich einfach nur die Möglichkeit, mir auch ein Urteil zu erlauben oder mir da eins zu machen und zu sagen, okay, das ist aber entweder Kacke-Musik oder früher war das schönere Musik oder was weiß ich nicht in der Richtung. Das können die jungen Leute natürlich nicht. Die können dann nur flach sagen, ja, das ist ja irgendwie Altherrenmucke, weil sie haben sie aber nicht erlebt.
Also grundsätzlich finde ich das gar nicht negativ, eine Altherrenmusik. Sie zeigt einfach nur lebenlanges Musik hören, finde ich. Und das kann klassisch sein. Und wenn du einigermaßen Geschmack hast, dann hast du eben halt nicht nur Schlager gehört, sondern bist wahrscheinlich auch mit anderen Sachen groß geworden, sprich ihr Black Sabbath oder Deep Purple oder klassischer Musik oder gar irgendwie, was weiß ich, Rondo Veneziano oder so ein Zeugs. Ne? Also es hat ja immer irgendwo so eine gewisse Klasse. Ne? Und Leute, die Musik gehabt haben zu Hause, haben einen ganz anderen Standing als Leute, die einfach nur übers Radio konsumiert haben. Ne? Die kriegt natürlich den ganzen nennen wir es doch einfach Carsten schreibt das ja auch gerade und ich sehe das auch überhaupt nicht positiv, sondern Carsten schreibt auch, ich sehe das auch gar nicht negativ, um Gottes Willen. Das haben wir jetzt ja nur so als Thema aufgenommen, ne? weil Altherrenrunde heißt. So war das jetzt auch gar nicht gemeint. Aber ich finde es halt durchaus interessant, weil für mich ist Altherrenmusik war immer so eher die Musik aus den 20ern, Charleston und so ein Kram. Das war dann für mich eher Glenn Miller und so Sachen, ja. Also da war noch nicht mal unbedingt Frank Sinatra oder Elvis war für mich als Kind oder Jugendlicher keine Altherrenmusik. Das war für mich schon modern. Ich denke, es gab auch irgendwann so einen Break in der Musikgeschichte. Ja, vielleicht kommt dieses Altherrenmusik auch aus einer anderen Einstellung heraus. In dem Moment, wo ich jetzt sage, zum Beispiel, ich höre nur Peter Alexander und die Katharina Valente und der Bert Kempfert und wie sie alle hießen, ja, und euren neuen Scheiß, den könnt ihr euch behalten. Ja, klar, dann sagen die, ja, was du hörst, ist alte Herrenmusik. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ja gut, in meinen Teen-Jahren, ja, so 74, 75, ja, da waren wir voller Kanne auf Led Zeppelin, Black Sabbath und wie sie alle hießen. Aber es gibt heute immer noch richtig gute Künstler, ja, die ich liebe, ja, und denen ihre Musik ich höre und die sind noch jung und die machen eine tolle Musik, ja. Wenn ich so offen bleibe, wie es Guido gesagt hat, ja, dann ist das halt eine Musik, die Musik, die ich früher gehört habe und das andere ist die Musik, die ich jetzt heute höre, ja, und ich höre, wenn ich ganz ehrlich bin, momentan nichts Altes. Ich habe jede Menge aus den 70er und 80er Jahren, habe ich Schallplatten. Aber ja, ich höre sie nicht. Ich lege mal eine Thin Lizzy auf, Live and Dangerous, klar. Oder mal eine Slate, ja, die Slate Alive, die ist von, ich glaube, 71 oder 72. Aber 90% der Musik, die ich höre, sind aktuelle Künstler, ja, die gerade aktuelle Musik machen. Der Ole sagt ja auch, finde ich, ganz passend irgendwie so. Als er jung war, galt Jazz als Altherrenmusik. Ne? Das ist natürlich auch immer so eine eigene Zeit für einen selber. Ja. Hat jeder wahrscheinlich von uns auch schon gehabt, ne? Eine Zeit lang, wo man sagt, ja, Jazz, das ist alte Mucke. Was willst du denn sowas? Heute hast du einen ganz anderen Bezug dazu, ne? Wo ich jung war, habe ich Jazz eigentlich eher empfunden wie moderne Kunst. Also das war alles, da kam halt dieser ganze avantgardistische Jazz raus, ne? Der also ziemlich schräg ist, wo viele heute schon nichts mit anfangen können. Also irgendwie irgendwie alle 10 Sekunden einmal kurz in die Trompete bläst, ja, und irgendwie sind 5 Töne auf einer 1,5 Stunden Platte so ungefähr, ja. Klar. Ja. Wenn du jetzt eine Sandra anhörst und wo du einfach denkst, okay, meine Güte, das Gedüdel, das hätte ich mir vor 40 Jahren nicht angehört. Da wäre ich verrückt geworden. Ne? Und heute hast du ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ne? Ich glaube aber, das kommt halt auch viel darauf an, wie man mit der Musik sozialisiert wurde. Also meine Mutter zum Beispiel, da war ich noch ganz jung, die hat schon immer auch viel Jazz gehört. Und ich bin im Grunde genommen halt aufgewachsen mit diversen Jazzkünstlern, Django Reinhardt und so weiter und so fort. Und das hat sich im Grunde genommen also ich fand das auch nie scheiße, weil mich die Musik schon auch als Kind oder junger Mann interessiert hat. Und ich habe das im Grunde genommen mein ganzes Leben weiter kultiviert und für mich auch neue Entdeckungen gemacht dadurch. Und ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat, was auch so im Elternhaus gelaufen ist und gespielt wurde. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist ja das, was ich sage mit meiner Tochter, dass die im Endeffekt viel von dem hört, was ich auch höre. Ja, ob jetzt neue Künstler oder auch wenn ich dir so ältere Sachen vorspiele, dann klappen bei der nicht die Fußnägel hoch, ja, sondern sie hört sich's an und ja, es gefällt oder es gefällt nicht. Ja, aber es ist nicht so, dass ich sage, ach, deine alte Musik. Nee. Ja. Aber ich hab im Chat unterschiedliche gehört. Also auch das, was du jetzt gerade sagst, dass die Jugend durchaus mitgeht. Ich habe im Chat auch gelesen, von wegen, dass viele sagen, von wegen mit 95, 96 hören wir auf mit dem alten Scheiß. Aber Marc, du wolltest was sagen. Ja. Also ich habe noch einen anderen Aspekt wegen der alten Herrenmusik.
Das ist mir gekommen, weil Markus sagte Sozialisierung. Wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, auch sag mal, als junger Erwachsener, ich war auch im Vereinswesen zum Beispiel, im Spielmannszug habe ich mich engagiert damals. Und da war es tatsächlich so, dass wenn man dann in geselliger Runde gesessen hat, dann wurde tatsächlich eher auch die Musik dann so aufgelegt, die quasi die schon lange in dem Verein sind, die älteren Leute, da ging das immer ab, weil das war so eine Art, wie soll ich jetzt sagen, Partymusik, aber eben wie man es so aus Wirtschaft, also aus einer Wirtschaft, aus einer Kneipe in so einer geselligen Runde hatte. Und das war ja viel mehr vertreten in den 70er, 80er Jahren als vorher und auch später. Also heute hast du das ja kaum noch, dass du da irgendwie zusammensitzt, also beim Bierchen Skat-Klops-Gespräche führst oder so als älterer Mensch, weil schlichtweg gibt es diese Kneipen so nicht mehr. Und wenn du so eine Kneipe hast, auch hier in Berlin, die sind ganz anders ausgerichtet, weil die natürlich diese Art der Konversation, diese Art der Zusammenkunft so gar nicht unterstützen. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern, naja, die jungen Leute versuchen, diese Kneipen halt, oder Ich bin da bei dir, anzuziehen, ne? Ja, ich bin da bei dir, weil es hat ein Stück weit auch ein kultureller Wandel stattgefunden, eben, ne? Weil du ja gemeint hast, so, es gibt keine Kneipen mehr, so die Kneipenkultur ist so ein Stück weit in vielen Städten auch abhanden gekommen. Und dadurch ist natürlich auch abhanden gekommen, was einfach alles damit dazugehört hat. Ne? Auch dieses Musik hören und welche Art der Musik hat man gehört und wie hat man Musik gehört. Ne? Deswegen, für mich ist es auch, mir kam das nur, weil Richie das gestern so angetriggert hat, von wegen hier Altherrenrunde, und ich musste erstmal so überlegen, wie bin ich jetzt auch schon alt, ne, weil Richie das gestern gemeint hat, naja, du bist ja schon dabei, hast ja graue Schläfen, aber das ist ja keine, ne, also Alter ist ja keine Definition, was für eine Musik höre ich, sondern, aber das kam mir dann gestern Abend schon, und ich dachte so heute Morgen, wie ich Richie die Nachricht gemacht habe, ja, was ist Altherrenmusik? Weil das hört man ja ganz schnell sehr oft. Ihr hört ja nur Altherrenmusik, aber die andere Sache ist ja die, guckt man sich jetzt bestes Beispiel Wacken an. Wie viele junge Leute gehen da auf Bands ab, die ja schon in den 70ern unterwegs waren? Also kann es ja keine alte Herrenmusik sein, sondern es ist einfach nur die Frage, wie gehe ich an das Thema Musik hören ran, und bin ich dafür offen? Meine Meinung. Ja, du kanntest unseren Livestream vom Guido und mir nicht, deshalb, wir haben das Motto einfach nochmal genommen, weil das halt irgendwie auch ganz gut ankam und auch gut war. Ich habe jetzt aber irgendwie gelesen, Knüppelmusik ist Altherrenmusik. Was ist denn Knüppel oder Krüppel? Knüppel? Ja, Knüppel, da stand Knüppelmusik. Marschmusik. Ja, hier so Schützenfest. Marschmusik. Ja, Knüppelmusiker. wir nennen das wie Loriot, der Opa, der zu Weihnachten seine Platte kriegt und dann seine Marschmusik. Ah ja, okay, Genau. ja, verstehe. Ja. Ich kenne es aber tatsächlich auch noch, dass ich irgendwie so zu Hause saß, sonntags, irgendwie mittags, nachmittags oder irgendwie so das Kaffee- und Kuchenzeit bei meinem Opa, und dann hat er immer irgendwie so eine Scheibe rausgeholt, keine Ahnung, was das war, irgendeine so eine Marsch-Volksmusikplatte oder so, und dann mussten wir die hören. Knallhart. Na, und dann stand er auch dann da. Ja, und dann, wir haben also mal eingezogen. Jeden Sonntag gab es das. Ja. Um es dann mit Badesalz zu sagen, am Ende hieß es dann, guck mal, dem läuft ja das Blut aus dem Ohr, ne? Aber Gott sei Dank ist mir trotzdem was geworden. Ne? Also was wollt's. Ja, aber im Gegenzug hat zum Beispiel Mario auch dann gesagt, was er mir in der Nachricht geschrieben hat, was ist denn junge Musik? Das ist nämlich auch, was hast du gesagt, von wegen Sprechgesang oder Techno? Ja, Ist Techno noch aktuell? Ich meine, das ist ja auch 20 Jahre her. Love Parade und so Geschichten, oder? Ja. Naja, gut, die findet ja schon noch statt, aber die Musik hat sich ja in der Richtung weiterentwickelt. Aber ich habe in den letzten Wochen viele Dokus gesehen, sei es jetzt bei Arte, auch jetzt bei Phoenix habe ich Dokus gesehen zum Thema Musik, oder auch beim RBB. Die hatten so eine schöne Serie, wo es um, ich sag mal, elektronische Musik ging. Und wenn ich überlege, da hast du die Leute gesehen, ich sag mal, wie Westbam, den ich erlebt habe, wo ich noch sehr, sehr jung war, der heute immer noch auflegt, aber der hat ja auch schon ein gewisses Alter, und trotzdem ist er immer noch aktuell in der Musik, ne? Ja, aber das siehst du immer auch an, ne? Also das ist schon heftig, also der ist schon wirklich alt geworden, ja, also auch äußerlich, ja.
Da gibt es aber auch zwei Szenen, finde ich. Ne? Du hast natürlich einmal so die alteingesessenen Musiker und Mucker, die immer schon Musik machen, immer machen werden, bis zum Umfallen. Die wird es immer geben. Und ich sehe das nicht ganz so, dass sich die Musik weiterentwickelt hat, weil ich finde, die hat sich eigentlich zurückentwickelt, weil durch die neue Technik, die wir heute benutzen, und ich möchte nur mal so 2, 3 Zahlen, die ich letztens gehört habe, das fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. 40% der heutigen Musik, die du auf Spotify vorgeschlagen bekommst, ist mittlerweile KI-Musik. Und Ja, habe ich auch gehört. das ist alles nur noch Dosenmucke und hergestellte, jeder in was weiß ich, wo die hergestellt wird, mit welchen Gründen auch immer. Gesangstechnisch läuft da gar nichts mehr. Das ist alles nur noch irgendwie technisch erstellter Gesang, der da drin ist. Alles auf demselben Schema. Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, das ist eben halt, was soll ich jetzt sagen? Jetzt bin ich wieder weg. Mein Gehirn verloren. Das ist, finde ich, ganz, ganz schlimm, dass man solche Sachen heutzutage einfach nur noch untergeschoben kriegt, mehr oder weniger. Dass du es gar nicht mehr selber merkst. Du weißt ja gar nicht mehr, wenn du einen Track irgendwie jetzt bei Spotify hörst, ist das noch eine echte Musik. Und wenn es selbst noch echte Künstler sind, selbst da ist es auch schon gesplittet, weil heutzutage die Musikproduktion so gemacht werden, dass sich die Band auch noch nicht mal mehr im Studio trifft, sondern dass die untereinander irgendwie verteilt in der Welt irgendwo wohnen und nur noch die Tapes durch die Gegend geschickt werden oder die Aufnahmendaten werden durch die Gegend geschickt und dann wird das Ding irgendwann dann in die eigenen Wohnzimmer oder im eigenen kleinen Kämmerlein unten weiter produziert, bis es dann irgendwann in die Presse gerät. Das ist total tot. Weil früher, das kann ja auch nicht mehr leben. Du hast ja früher, wenn du dich als Musiker warst, hast du dich gegenseitig angeguckt und dann hast du irgendwie, dann ist ja was passiert im Übungsraum, wenn du Musik gemacht hast. Und die wenigsten Bands, natürlich machen wir genügend Bands das. Aber in der heutigen Musikproduktion, damit wo die Kohle machen, also da findet das alles nicht mehr statt. Und deswegen finde ich, hat sich das überhaupt nicht weiterentwickelt. Ich hab das die Tage auch mitbekommen, aber mit den Bändern rumschicken, das ist aber auch nichts Neues, Guido. Also das ist nichts Neues, aber das hat sich ja irgendwann durch Corona ja etabliert, ne, dass die Leute einfach sich gar nicht mehr im Studio treffen müssen. Das kostet ja auch viel Geld. Ja. Wenn der eine jetzt irgendwie, keine Ahnung, in L.A. wohnt, der andere wohnt in New York, das kostet viel Kohle. Kannst ja viel einfacher einfach die Dinger hin und her schicken und dann hast du deinen Track und dann dein Schlagzeug eingespielt, da irgendwie, dann hörst du das zu Hause und das weiß jeder Musiker im Endeffekt. Das ist was total anderes, wenn du dann einfach den Track hörst und dazu dann deine Gitarre spielst oder singst, als dass du zusammen in einem Raum bist und Musik machst, weil das Gefühl und der Drive und das Feeling, das ist nicht da, das kann gar nicht da sein, weil derjenige ja gar nicht im Raum ist. Und das hört man auch in der Musik. Und das hatten früher, keine Ahnung, Pink Floyd und so, die haben das ganz anders gehabt. Die haben eine ganz andere Situation im Raum gehabt und das hört man. Und deswegen sind das auch so Jahrhundertplatten alles gewesen, und die man heute noch 50 Jahre später verkauft. Die Musik, die heute gekauft oder produziert wird, wie keine Ahnung, Beyoncé oder irgendwie, das interessiert in 20 Jahren kein Schwein mehr. Weil es dann 30 Beyoncé gibt, die alle genau denselben Scheiß machen. Ja. Das finde ich schon schade. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, da wurden ja damals die Abbey Road Studios für ich weiß nicht, für einen Monat irgendwie gebucht. Sowas wirst du aber heute auch gar nicht mehr finanziert bekommen. Nein. Ne? Das mit der KI, das war das, was ich mal so eingeworfen habe, als es darum ging, KI in der Musik und im Hi-Fi, dass das die Angst ist, die ich habe. Die brauchen ja im Endeffekt nur noch Sprach- und Gesangssamples, ja, von irgendeinem Künstler, dem geben sie $1.000, ja, und dann machen die mit der KI ihre eigene Musik, ja, und vermarkten das und der Künstler, ist außen vor, Feierabend. Ja, das war's gewesen. Und dann hast du auf einmal ganze Alben, das wird produziert und sowas Ähnliches gab es eigentlich ja auch schon immer. Wenn man überlegt, in den 80er Jahren gab es so eine Musikschreiber-Clique, Stock Aitken Waterman hießen die. Ja, die haben für Rick Astley haben die Musik gemacht, für CC Catch, für die Kim Wilde, für alle. Und du wusstest sofort, das Ding ist drei Töne gelaufen. Stock Aitken Waterman. Und es ist heute nicht anders. Es sind andere Songschreiber. Aber dann sind irgendwie 50% der Lieder von unterschiedlichen Künstlern gesungen in den Hitparaden, kommen aus derselben Feder. Und deswegen hört sich das auch alles gleich an. Das ist ja studiotechnisch.
Studiotechnisch ist es ja auch so. Du hast ja auch überall dasselbe Studio. Jeder hat dieselben Sachen zu Hause stehen. Jeder benutzt dieselben Dinge wie früher. Ja, als der DX7 rauskam, war es genau dasselbe. Überall hast du auf einmal den DX7 gehört und so. Aber da war das Verhältnis anders. Ne? Heute wirst du einfach erschlagen von diesen Sachen. Und das finde ich echt super gefährlich. Ich meine, ich will dieses KI-Thema jetzt gar nicht unbedingt aufmachen. Ich bin ja auch immer ein Freund von neuen Sachen gucken und dann umspielen und sowas. Ne? Aber wenn du so überlegst, was du da gerade sagtest, dass du ihm halt Musikschnipsel nimmst und daraus wird immer wieder einfach nur was Neues gemacht. Ne? Das ist ja auch, wenn du jetzt so Maler hast oder so, das ist ja ganz schlimm. Stell dir mal vor, du bist ein Maler, ein Künstler, hier wie unser super Maler, den wir hier bei unserer Community haben, der, wie heißt er noch? Der diese fantastischen Bilder macht, taucht ab und zu mal auf. Komme ich jetzt nicht drauf. Richie, weißt du das gerade? Nee, komme ich auch nicht drauf, sorry. Wir haben einen super Maler hier, der bei uns, der postet auch immer die Dinger da bei Instagram und irgendwie so. Der macht fantastische Bilder. Komme ich jetzt leider nicht ganz genau drauf, wie er heißt. Aber du malst dir was ganz Tolles, dann haust du das Ding ins Internet. Sobald es im Internet drin ist das ja mehr oder weniger da. Und wenn du als KI dann irgendwann ein Bild erstellen willst oder irgendwie, dann greift sich die bescheuerte KI natürlich all die Daten, die irgendwo im Internet drin sind. Das heißt, es wird permanent geklaut, das interessiert uns überhaupt gar keinen mehr. Es findet jeden Tag Diebstahl im ganz großen Stil statt. Ja, wenn du das machen würdest, würden sie in Grund und Boden klagen. Ja, wenn du das machen würdest, sie würden nicht in Grund und Boden klagen, aber wenn sie es machen mit ihrer KI, interessiert es keinen. Genau. Und da geht es dann schon los. Und du hast ja auch in dem Moment, wo du irgendwas hochlädst in die Cloud oder ins Internet, gibst du ja heutzutage bei jedem schon deine Rechte auf. Du kannst nicht mal was verlangen, sondern die sagen, das gehört jetzt uns und wir machen damit, was wir wollen. Ja. Aber warum ich zum Beispiel bei mir als Unterschrift, guck mal, der hat auch kurze Hosen an. Ja. Da sind wir wieder die kleinen Jungs, gell? Früher mit kurzen Hosen. Apropos kleine Jungs, Guido hat uns Spiele versprochen. Du hast gesagt, du hast noch ein paar Spiele am Start. Wollen wir ein Spiel machen? Achso, ich habe nur, jetzt überraschte mich ja wieder. Ich habe ja nochmal hier dieses Mosaik-Ding hier. Ich hoffe, wir haben das noch nicht gesehen. Ne? Ich weiß das gar nicht. Ich habe die jetzt mal gefunden. Ist nicht schlimm, wir machen mit. Quatsch, ganz kurz, ich muss ja mal suchen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt alles neu aussieht. Warum ich bei mir geschrieben habe, dass die Nachteule heute emotional wird. Mich hat so ein bisschen der Stream getriggert, letztes Mal von Buddha Audio, als es darum ging, wie viel Hi-Fi muss sein, damit wir emotional noch angesprochen werden. Und habe mir mal so die Gedanken gemacht, jetzt mit der Musik, wenn wir so Musik aus den 70ern oder 80ern, je nachdem, wo unsere Lieblingsmusik gerade gelaufen ist es nicht so, dass wir oft auch Emotionen bei der Musik mit abspeichern. Ja, ich weiß noch zum Beispiel, natürlich. In den 70er Jahren gab es so ein Lied, Tonero. Ja, das war so ein langsames Lied, das war absolut kitschig, ja, und schön, ne? Oder zum Beispiel von der Black Sabbath Volume 4, Changes. Ja, was ich damit verbinde ist, da war ich 14, 15, dann hast du ein Mädchen aufgefordert, die hat dann gesagt, oh ja, wir tanzen mal einen schönen Blues, dann hat dich Andi gekuschelt. Ja, das sind ja positive Erinnerungen. Oder zum Beispiel, wenn dich die Freundin leider mal geschasst hat wegen einem anderen, ja, und du hast das große Heulen gekriegt, ja, dann hast du bestimmte Lieder gehört. Und zum Beispiel mein Steven Wilson Jr., der hat ja ein Lied, was genau das beschreibt. Das heißt, I'm a Song. Ja, ob wir trauern, Freude empfinden oder traurig sind, ja, und dann eine bestimmte Musik dazu hören, dann speichern wir diese Emotionen mit ab. Ja, und dann kann es zum Beispiel sein, wenn wir die Musik wieder hören, dass das alles wieder hochkommt, dass wir uns fröhlich empfinden oder traurig und wissen gar nicht warum. Aber da sieht man mal, was dann die Vergangenheit doch wieder alles so hochbringt. Ja, und das fand ich ganz spannend. Und jetzt bei neuen Künstlern sehe ich es halt so, das ist bei mir momentan so das Gefühl, ich will, dass der Künstler, dass die Musik mir gefällt. Ja, dass möglichst, dass der das auch auf einer akustischen Gitarre spielen kann. Und ich will, dass er in seinen Texten mir irgendwas mitzuteilen hat. Ja, weil bestes Beispiel, unsere lieben Beatles, She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Ja, oder T-Rex, die ja mal so gehypt wurden. Wenn ihr euch mal anhört, Metal Guru. Ja, die singen Metal Guru, Easy to, Yeah, Yeah, Yeah. Und das ist das ganze Lied lang. Ja, brauche ich nicht mehr. Ja, ich will einen Text haben, der mir was mitteilt. Ich finde ich auch in Ordnung. Du hast ja auch noch die Wahl. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Du kannst ja noch aussuchen. Aber das Problem ist hier, was jetzt ist, das geht jetzt so schnell wieder mit dem Chat hier nebenan, weil der
Der Andreas hat ja gerade gesagt, das stimmt, geklaut wurde in den 90ern auch schon, gesampelt wurde auch jede Menge. Ist ja auch, finde ich, okay, weil du kannst natürlich jetzt durch andere Musikbeiträge wieder was zurechtschnipseln und samplen und dadurch neue Musik erstellen und kreieren und daraufhin wieder kreativ sein. Das finde ich in einer Sache immer noch eine kreative Phase. Kritisch wird es erst, finde ich. In den 90ern kam doch ein Song raus, der bestand nur aus Sample. Ja, natürlich, da gibt es bestimmt ganz viel. War der erste, der rauskam, der bestand nur aus Sample, weiß ich noch. Ich weiß nicht, nur beim ersten hat man es noch gehypt und hat gesagt, hier, was Besonderes. Und später hat man es einfach gemacht. Ja. Ich finde es einfach nur kritisch, wenn du es gar nicht mehr bemerkst, dass dir da was untergejubelt wird. Weil das ist es ja, du hast ja nicht mehr die Wahl. Weil ich kann dir heute Platte oder eine Musik anmachen, wo du einfach denkst, oh ja, ist ja super, das ist ja irgendwie jemand, der da singt und irgendwas macht. Nee, nichts singt oder macht. Das ist komplett alles zusammengebaut und geklaut. Da hat nur irgendein Typ irgendwie einen ordentlichen Prompt eingegeben und natürlich professionell erstellt das ganze Ding und dann wirst du es nicht mehr merken. Ja, und das ist das Problem, finde ich. Deswegen, das ist kein Produzent, das ist kein kreativer Prozess mehr, sondern der kreative Prozess, der wird einfach ausgelassen. Du klaust dir deine Sachen einfach irgendwo aus dem Netz zurecht. Und die KI baut das zurecht nach deinen Wünschen. Vielleicht ist das der kreative Prozess, dass du einfach irgendwie einen Wunsch erstellst und der dir dann diesen Wunsch in irgendeiner Form nach deinen Angaben versucht zu erfüllen. Das, finde ich, ist relativ unkreativ. Das ist einfach nur... Ja. Was ich aber zum Beispiel dann ein spannendes Projekt finde, weil du gesagt hast, die hocken irgendwo auf der Welt und spielen am Ende als Band zusammen. Ja, da ist dieses Projekt Playing for Change. Ja, wo die wirklich überall auf der Welt sind, aber wirklich zusammenspielen. Ja, aber die spielen ja aber auch noch wirklich Instrumente live ein. Ne? Das ist, das hörst du aber auch. Das hörst du. Gerade die Leute, die halt vielleicht auch ein Instrument spielen, da hörst du noch mehr raus. Als die kein Instrument spielen. Da ist es zum Beispiel aber auch so, dass zum Beispiel der Slash, heißt er, glaube ich, gell, von wie heißt denn der? Oh Gott, Guns N' Roses, der Gitarrist. Der hat ein Lied gespielt, das ist geil. Und dann hast du zum Beispiel afrikanische Künstler, die dann Bongos dazu spielen oder Congas. Und das am Ende kommt eine geile Mucke raus, Und da kann man sich immer durchfuseln, das heißt Playing for Change. Ich glaube, das ist aber nicht das, was Guido meint. Ne? Was Guido andere meint. Geschichten. Nein, ich meine, halt, ne? Das Playing for Change ist ein positives Beispiel für, was Technik heute möglich macht. Dass echte Musiker weltweit verteilt sitzen und trotzdem zusammenspielen können. Und es hört sich super, super gut an. Was halt Guido meint, ist ja, ich habe dann praktisch, der Gitarrist hockt da, der macht sein Band und das wird dann, oder per Pfeil am besten noch rübergespielt, dann spielt der Schlagzeuger was dazu und der Sänger dödelt am Ende seinen Text rein. Ja, und am Ende kommen die nicht zusammen und haben nie ein Studio gesehen. Also das kann auch gut klingen, nicht falsch verstehen. Dass so eine Möglichkeit da ist natürlich schon super, weil dadurch hast du natürlich auch wieder ganz neue Möglichkeiten, so eine Produktion zu erstellen. Was ich meine ist damit so, es fehlt ein ganz bestimmter Prozess, nämlich der entsteht, wenn du zusammen eine Session machst. Also wenn du, das ist ja der Inbegriff einer Session. Du muckst zusammen und auf einmal entsteht etwas. Nur durch das Zusammenspiel der Leute entsteht etwas. Und das kann magisch sein, ne? Das kann so magisch sein, dass du eine Viertelstunde darauf rumdrömelst und einfach denkst, wie abgefahren war das denn, ne? Ich finde, das sind gerade die Argumente, die so ein bisschen gegen Hans sprechen, der gesagt hat, von wegen, alle waren früher gegen Dampfmaschinen etc. Nicht dagegen nein, was wir ja gerade sagen oder was ihr gerade sagt, ist von wegen, es kommt darauf an, wie man die neue Technik nutzt. Dass sie durchaus gut sein kann. Mario, Ja, also ich muss da ja also das, was Guido jetzt gesagt hat und Uwe auch gesagt hat, ist, bestes Beispiel jetzt, ich sag mal, Pink Floyd oder guckt man sich Deep Purple an. Für mich eine der in dieser Richtung auch so eine Band, die es immer klassisch zeigt, das, was du meintest, Guido, diese Session, diese Jam-Session, die sie auch auf den Live-Konzerten haben, das ist ja das, was in den Studios passiert ist. Warum dann auch manche Alben genau so diese Energie in sich tragen, weil diese Energie dann bei der Erstellung und der Erarbeitung der Lieder kam. Die KI kann, finde ich, helfen, das Ganze vielleicht zu gestalten in der Richtung, dass man vielleicht nochmal neue Sphären von Musiksachen mit reinkriegt. Das finde ich ja gar nicht verwerflich. Aber das, was du gesagt hattest, Guido,
finde ich wirklich so, wenn rein Musik nur durch KI generiert wird, wo ist der kreative Punkt? Also wer ist der kreative, wo ist die kreative Seite? Und dann kommt ja immer noch so der Punkt, wem bezahle ich das eigentlich, wenn ich jetzt Musik von sowas kaufe? Das ist ja das andere. Wer ist der Künstler? Also wer bekommt das Geld? Und das fehlt mir dann einfach. Und das nächste ist, es ist irgendwie, es hat nichts, ich sag mal, nichts Menschliches mehr dann in dem Moment. Also mir fehlt da die Bezugsperson, weil bei wem gehst du aufs Konzert? Das ist so die Frage. Ja, also ganz genau, ich weiß nicht. Also wie gesagt, es gibt dem halt einmal den Nutzen, der kann, mit Sicherheit gibt es ganz viel positive Effekte zu sagen, der Nutzen einer KI, es gibt so viele tolle Projekte, KI-gesteuerte Bewässerungssysteme auf Feldern und irgendwie sowas. Das macht alles relativ viel Sinn. Da gibt es ganz tolle Sachen oder in der Medizin von mir aus auch oder so. Aber da ist so ein Bereich einfach so, und das Schlimme ist so, die Menschen fallen darauf rein, sag ich mal irgendwie so, ne? Weil ich weiß ja selber auch, oder das kann jeder von euch relativ schnell erfahren, wenn er mit einer KI einmal Musik macht, wie schnell das funktioniert mit den einfachsten Umsonst-Generatoren, die da sind. Ne? Was meinst du, wenn du KIs benutzt, Hans wird es wahrscheinlich wissen, die richtig gut profimäßig aufgebaut sind und wo du dich den ganzen Tag mit beschäftigst, dann machst du Produktion, da brauchst du kein Studio mehr, da brauchst du keinen Musiker mehr, da brauchst du keinen Instrumentenspieler mehr, du brauchst keinen Gitarristen, keinen Pianisten oder sonst was. Das wird einfach alles so eingespielt, ganz einfach. Und das, was die Maschine, wenn ich das richtig verstehe, im halt macht, ist ja auch nichts eigenes entwerfen, sondern sie klaut sich das einfach mit den Informationen, die im Netz rumgeistern, zurecht. Ja, und eigentlich ist das nichts anderes als ein Diebstahl. Ein Diebstahl an denjenigen, der es das erste Mal eingespielt hat, selbst wenn das Beethoven war. Darf ich mal fragen, Guido, du bist selber Musiker auch? Ich habe auch schon, ja, Musiker will ich mich jetzt nicht nennen, aber ich mache gerne Musik. Ja, du machst Musik in deinen Videos. Aber du spielst ein Instrument. Ja. Okay. Ja. Finde ich interessant, was Vinylis Trumpf da schreibt. Ja, jubelt man dann einem Roboter zu? Nee, aber vielleicht einer Taylor Swift. Ja, weil wer 2 Stunden über die Bühne fegt, ja, und die heute ihre Shows, wo sie T und A, Titten und Arsch in der Gegend rumwuchten, ja, und präsentieren, ja, wer dabei noch singen will und nicht außer Atem kommt, ja, ist entweder Hochleistungssportler oder vielleicht ist das Ganze aber auch dann mit Playback versehen, ja, oder vielleicht war die Musik ja nie so ganz echt, ja, und die macht sowieso nur den Mund auf und zu, weiß doch kein Mensch mehr. Da hatten wir schon mal einen Kommentar zu, wie du auch gerade sagst, und Autotune etc. Ganz kurz, weiß ich nicht, hat er sich daneben benommen, Musikus? Keine Ahnung, ist das ein Troll? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich sperre so einfach niemand. Habt ihr irgendwas bemerkt, dass er sich irgendwie daneben benommen hat? Dann würde ich ihn sperren, ansonsten nein. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Tut mir leid. Ja, da kam gerade mal irgendwann ein ganz komischer Kommentar, wo ich das Gleiche gedacht habe. Vor 10, 15 Minuten, keine Ahnung. Ja. Also ich habe einen Kommentar geschrieben, ja, das kann ich unterschreiben. Klammerblues. Hast du ein Stück in der Hose oder freust du mich so, mich zu sehen? Den finde ich gut. So war das damals. Klar, man hat gekuschelt, ja, und oh ja, fühlt sich gut an. Ja, und entweder man hat brav die Hände hinter dem Rücken gehabt, ja, oder man hat es langsam runtersinken lassen. Ja, yeah, bis die gesagt hat, Finger weg. Also ich würde ganz gerne noch mal was zu der KI-Geschichte auch irgendwie sagen. Ich weiß es nicht, ich bin mir aber auch nicht sicher, inwieweit das wirklich von der KI, ich sag mal, so ein amtlicher Röhrenamp, der eingespielt wird im Studio mit so einem 62er Brett oder so, ob das wirklich reproduzierbar ist. Ich weiß es nicht. Ich bin da skeptisch. Also der Klang, der Sound, der da entsteht, ja, weiß ich nicht, ob man es wirklich im Direktvergleich nicht hört und ob das wirklich so reproduzierbar ist. Also ich habe einmal gehört, schwer mit. Hier, ich habe einmal gehört, wie Frank Sinatra Gangsters Paradise gesungen hat. Als der gestorben ist, gab es das Lied noch nicht. Und du hast wirklich gedacht, das ist Frank Sinatra. Ja, also ja, ich habe keinen Vergleich gehabt, aber ich dachte, holla, ja, was geht hier gerade ab? Also ja, das geht. Ja, es gibt auch die berühmte Beethoven-Geschichte und irgendwie sowas. Du kannst das schon wirklich, da musst du wirklich, ich weiß nicht, ob du das messen kannst oder irgendwie, das weiß ich jetzt nicht so. Oder da musst du wirklich schon sehr, sehr blauäugig sein.
Also, Wow. das kriegst du nicht mit. Da gibt es mittlerweile Leute und Produktionen, die das. Tatsächlich. Also, wie gesagt, also ohne Scheiß, 40% von StreamYard, wollte ich gerade sagen, von Spotify ist KI-Musik. Und du merkst Krass. es nicht. Es wird ja auch nicht gesagt oder sonst was. Und der Einzige, der daran verdient, das will ich auch nochmal ganz kurz sagen, ist der Typ von Spotify. Weil die Ja, aber, Musiker das, bei aber, Spotify aber dann kriegen ja kannst du auch. das ja nur, das kannst du im Grunde genommen, Entschuldigung, aber ja nur abwählen. Also ich will das nicht. Ja, sicherlich. Das ist will eigentlich, das eigentlich ist das ein Witz, weil du zahlst 9,90 € oder sowas im Monat, natürlich für ein gewisses Programm, was du da runterladen kannst. Aber wenn die Lösung jetzt irgendwo oder die Zukunft so ist, dass da einfach nur irgendwie so eine Dosenmusik drin ist, die du da vorgeschlagen bekommst und du hörst die ganze Zeit nur irgendwelche Musik, die im Prinzip nicht viel kostet in der Produktion, und der Typ verdient sich daran dumm und dämlich, dann finde ich das schon sehr merkwürdig. Was warum ich man das halt machen merkwürdig finde, was ist der Gedanke dahinter, wenn es heißt, Spotify hat 100 Millionen Lieder drin oder 110, 120 Millionen Lieder. Warum muss ich dann noch KI-generierte Musik da reinschaffen? Ja, nur um das noch weiter aufzublasen, dass ich Das ist sagen auch kann, ein guter Aspekt. Ja. Nein, Da gibt's ist so günstig. so schön. Das ist einfach die Kohle. Du kannst eben halt, das kostet dich ja nichts. Ganz Du kurz, kannst den Markt einfach soweit ich überschwemmen weiß, mit Musik und verdienst damit viel Geld. sind die aber auch ganz weit oben von den Klickzahlen irgendwie, diese Songs. Die werden dir ja Markt- untergejubelt. Irgendwann Markt- klatscht du die einfach, findest du die einfach total geil. Also ich weiß zum Beispiel, ich kann das jetzt nicht so sagen, was sowas ist, aber mein Sohn zum Beispiel, der ist jetzt 12, ne? Der fängt jetzt an mit Mucke hören. Leider ist er nicht in meine Fußstapfen bisher getreten, sondern die Musik, die er hört, ist meines Erachtens katastrophal, aber er findet die total geil. Und ich behaupte jetzt einfach mal, so, das ist reine KI-Mucke. Da singt nicht irgendeiner oder ist irgendwo im Studio und macht da Musik, sondern das ist einfach nur irgendwie KI erstellte Musik. Und die findet er voll gut. Marc, du wolltest was sagen. Das finde ich. Ja, also da gibt's, habe ich letztens gesehen, ich weiß nicht, wer der Titel heißt, ich glaube aus dem WDR, 2 oder 3 Teile über Spotify. Und das beantwortet so ein bisschen die Frage, warum machen die das? Die haben doch genug. Naja, Spotify hat ja so ein Modell, dass das meiste Geld auch an die verteilt wird, die am meisten sozusagen gespielt werden. Und die sind nicht doof, dann die sehen in den Playlisten, was viel gespielt wird, und wenn die natürlich ihre KI-Musik mit in den Playlisten reinmischen, ja, das sind teilweise auch Künstler, echte Künstler zum Teil, die aber unter Spotify unter Vertrag sind, die generieren das auch und hauen die das mit da rein und dann zahlen die quasi das Geld an ihre eigene Musik nachher aus, und das lohnt sich schon. Ne? Natürlich werden die nicht rankommen an eine Taylor Swift oder so, die dann da wirklich das Große absahnt, aber in Summe ist das für Spotify, die haben es da genannt, die sind momentan, glaube ich, irgendwie bei 20 oder 30%, die quasi für selbst generierte und selbst eingestellte Musik an sich wieder auszahlen. Ja, das geht. Für die Kleinkünstler ist es völlig egal, ob die da im Monat 5,70 € kriegen oder 5,90 €. Für Spotify aber nicht. Und das ist genau der Hintergedanke, dass Spotify mit der eigenen Musik am Ende nachher auch noch Geld macht. Ne? So, das steckt dahinter. Und das können wir ja gar nicht, das sind ja unglaubliche unglaubliche Zahlen, die dahinter stecken, wie oft solche Musik gehört wird. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Naja, und sie haben natürlich auch direkten Einfluss drauf, zu sagen, entweder wir mischen es euch in eure Vorschlagsliste mit rein, ja, oder wir generieren einfach mal, weiß es nicht, 5 Millionen Aufrufe. Ja, und damit kriegt ihr es auf jeden Fall, ich meine, dafür gibt es Bots. Ja, und dann sagt jeder, was, das ist so oft gehört worden, na, das muss ich mir doch mal anhören. Ja, und genau das passiert dann, ja. Oder sie gehen halt hin und manipulieren halt diese Vorschlagslisten, obwohl das Lied kaum geklickt wird das Ding so lange vorne angeboten, ja, bis genug Leute dann geklickt haben. Ja, aber das ist ja auch schon abartig, ne? Also zumindest für mich persönlich, das ist abartig und tut mir leid, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Da gehe ich dann wirklich lieber hin. Ich entscheide, welche Platte auf dem Plattenteller liegt. Ja. Und ich finde, das ist jetzt in dem Sinne auch zu viel Bashing jetzt wieder, ich sag mal, gegen Streaming, weil Streaming per se ist ja nicht das Thema, sondern der Streaming-Dienst, der das Ganze macht, weil, ich sage jetzt mal, Tidal oder Kubus zum Beispiel, machen das Spielchen ja so nicht und das ist, finde ich, halt genau das Thema. Ne?
ich sag mal, Spotify hat die Marktlücke erkannt, nutzt die Marktlücke aus und generiert damit einen riesen Cashflow. Ist das erstmal verwerflich? Im ersten Moment aus der finanziellen Sicht heraus ist es nicht verwerflich. Für uns aber, die Musik gerne hören und Musik leben und lieben, ist es natürlich nicht schön, weil da fehlt einfach der Bezug zu dem Künstler. Und das ist halt der Punkt. Wenn ich zum Beispiel jetzt wieder eine Stones höre über einen Streamingdienst, dann weiß ich wenigstens, wer sind die Stones. Ne? Da weiß ich von den physischen Personen, wer sind die Stones. Bei einer KI-generierten Musik weiß ich ja nicht, wer ist der Künstler. Das ist der springende Punkt, Entschuldigung, dass ich mich da einmische, weil damit würde ich auch einverstanden sein, indem man das einfach kennzeichnet. Weißt du, wenn du sowas hören willst, wenn das gemacht werden soll, ist mir das sowas von egal. Somit wie mit Fernsehen. Von mir aus kann doch jeder, ne, da soll er gucken, was er will, soll er für bezahlen. Fertig. Was ich nicht gucke, das bezahle ich auch nicht. Und bei der Musik oder so ist es eigentlich genau dasselbe. Wenn du KI-generierte Musik hören willst, ist es egal, was es ist. Mir gab es auch irgendwie sowas wegen E-Musik und sowas. Ja, du kannst wunderbare elektronische Mucke mit der KI produzieren, aber glaub mir, Ole Frisi, du kannst, das war jemand anderes, glaube ich, sorry, du kannst auch KI-Musik produzieren, die dich berührt und wo du auch genauso einfach nicht weißt, dass das KI-Musik ist. Du merkst das überhaupt gar nicht mehr, weil die einfach echt gut ist. Ist auch kein Wunder, weil sie natürlich sich an guter Musik bedient, die ja zuhauf im Netz drin ist. Und umso schlauer und geschickter du als Musikproduzent das angehst, umso besser wird dein Track im Endeffekt. Und wenn es dir eine gute KI ist, dann guck die sich bei YouTube fangen sie jetzt mittlerweile auch an, dass wenn das eine gute KI ist, dann wird sie sich natürlich an den erfolgreichen Liedern auch ein bisschen bedienen, um zu gucken, welche Samples werden denn unheimlich oft in Lieder reingebracht, die dann erfolgreich werden. Ja, natürlich nur. Ich wollte noch was zu. Entschuldigung, aber du hast ja da wieder, dieses Sample-Ding ist ja wieder, das machst ja du. Du bist ja dabei und hast den Sample dir runtergeladen oder geklaut, was weiß ich nicht was, und du schneidest du den zurück und machst nochmal irgendwie da so ein Hecho rein oder was weiß ich nicht was. Du beschäftigst dich kreativ mit diesem Sample und spielst ihn in deiner Mucke irgendwo im richtigen Part ein und singst dann da drauf oder spielst die Gitarre dann ein. Das ist ein kreativer Prozess. Genau. Wenn die KI das macht, ist das nicht mehr kreativ, sondern die macht das einfach und das ist einfach gut, das ist auch cool. Was Uhr, denke ich, meint, ist von wegen, dass die KI natürlich auch die Masse generiert, dass die guckt, was war erfolgreich und nehme diese Sounds oder was auch immer, Riffs etc. raus und generiere damit möglichst auf die Masse kompatible Musik, die dann wirklich jeder hört und dementsprechend auch Geld verdient. Das ist ja genauso bei den YouTube-Videos. Habt ihr mal gesehen, wie viele KI-produzierte Videos es gibt, die mit Schocknachrichten irgendwie arbeiten? Ja. Und die verdienen ein Schweinegeld, die haben Millionen Aufrufe, ja, und die haben null Arbeit. Da stecken 5, 6 Leute dahinter, die so ein bisschen was rumprogrammieren, rummachen und so. Ja, lass uns glauben, verdienen ein Schweinegeld. Aber YouTube geht da auch gegen vor zum Beispiel. Haben wir auch schon mal irgendwie gesprochen. Ich glaube, Mario, wir haben schon mal gesprochen, von wegen, dass die ja auch einführen wollen, dass es keine Avatare mehr geben soll bei YouTube. Ja, kein Wunder. Wundert mich nicht. Ja. Und was Lutz gerade geschrieben hat, bald alle zum Beispiel, mit Schallplatten, das habe ich auch gerade gedacht. Wo war das denn jetzt? Ja, genau. Das war auch mein Gedanke von wegen. Mit Vinyl sind wir auf der sicheren Seite. Das war auch mein Gedanke. Bin ich mir aber gar nicht so sicher. Was hält denn irgendjemand davon ab, so einen Scheiß auf Vinyl zu pressen? Nee, keiner. Aber ist natürlich teurer. Natürlich, auch, ja klar. Und du brauchst ja auch, vor allen Dingen, du brauchst ja bei so einer Pressung auch keine Gedanken machen über Direct Metaling Master oder sonst irgendwas, sondern ist ja sowieso digital. Digital gepresst und aufgenommen und was heißt aufgenommen? Generiert, ja, und auf Platte gepresst und Ruhe ist. Ergebnis ist wahrscheinlich sogar soundmäßig ziemlich gut. Das ist ein heißes Thema. Also HiFi Hans, das ist echt ein heißes Thema. Wir hatten das, ich glaube, ihr hattet ja auch schon mal einen KI-Stream, ne? Glaube ich. Nein, Autotune geht gar nicht. Eine Autotune, ja, ich meine, ja gut, Hansi, das sind ja einfach auch wieder nur, das sind wieder Prozesse, kreative Prozesse. Ein Autotune kann auch ein kreativer Prozess sein. Wenn du ein Autotune benutzt, nur weil derjenige Scheiße singt, dann ist es kein kreativer Prozess mehr, sondern es ist einfach nur, die singt Scheiße und deswegen mache ich ein Autotune drauf. Genau. Aber wenn ich jetzt als kreativen Prozess den Autotune benutze, ist es cool, genau wie die elektronischen Plugins oder den Synthesizer. Also ja, ich finde das relativ simpel. Ist wie immer, was macht der Mensch daraus?
Ja, wie setzt er es ein? Das ist am Ende. Ist Ja, das, und genau, und da ist der springende Punkt, weil Ja. es wird, genau das ist es nämlich. Und es macht ja nicht der Mensch, sondern du kriegst es einfach irgendwie geboten. ja. Das ist nicht mehr so, dass du das erwünschst, sondern du hast es auf einmal. Das ist auf einmal da und das ist der Standard und das ist das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Ja, ist übrigens denke ich auch im auch. Film so. Ne, wenn du heute die Filme anschaust oder irgendwie sowas, wo wer da alles irgendwie kreative wer da alles KI-generierte Szenen nur noch drin hat und irgendwie so. Selbst hier der letzte Film, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, der Oscar-prämierte Film oder so, wo der Schauspieler Jüdisch spricht. Da war das ja auch so. Das Hab ich kann mir nur irgendwo gesehen. gesehen. Ich weiß nicht. Es gibt irgendwie eine Szene, da spricht irgendein amerikanischer Schauspieler Jüdisch, so jüdischen Sprache, und diese jüdische Sprache wurde mit einer KI generiert. Und dafür hat der Typ einen Oscar kassiert. Ist doch nicht richtig. Er hat überhaupt Nö. gar nicht Jüdisch Nö. gesprochen. Nö, nein, Wieso wenn kannst der du nicht den selber, Oscar? wenn der nicht Ja, selber mal gesprochen auswendig hat, gelernt. Ja, habe ich mal irgendwo gesehen. Also das geht gar nicht. Ne? Also das sind so viele Sachen, wo man einfach irgendwie sagen könnte, nee, das funktioniert nicht. Die Kennzeichnung ist das A und O, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Du musst einfach wissen, das ist so und dann kannst du auch damit umgehen. Dann weiß Ja. man, okay, alles klar, haben die so gemacht, ist ja witzig oder auch eben nicht. Alles andere ist Betrug. Ganz einfach. Ich meine, es war ja offensichtlich, diese ganzen Marvel-Filme, ja, das waren ja so die Comics meiner Jugend. Ja, ob jetzt da die Avengers und wie sie alle hießen. Und mich hat immer angekotzt, wenn die dann das verfilmt haben in den 70er, 80er Jahren oder in den 60er Jahren mit Batman. Das war so fürchterlich, wo ich immer gedacht habe, warum habt ihr das nicht sein lassen? Und da fand ich zum Beispiel diese Computertechnik, die dann gerade so Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre kam, mit Spider-Man, mit Hulk, was ja vorher gar nicht möglich war. Ja. Aber dann konnten die Comics 1:1 umsetzen. Ja, sie haben dann immer wieder Sachen eingebaut, die nicht so gut sind, aber ja, und wenn du dann mal so die letzten Filme aus dieser Marvel World siehst, ja, mit den Avengers und Kram, also es ist schon, ja, das ist überhaupt die Möglichkeit, sowas auf die Leinwand zu bringen. Das hättest du im Wobei ich die echten- alten Batmans eigentlich recht sympathisch finde. Ich fand eigentlich die Spider-Mans furchtbar. Ja. Weißt du noch? Dieses Naja, labberige Kostüm. Da war ich dann echt froh, dass sie das dann irgendwie, wie du sagst, von wegen mit neuer Technik gemacht hat. Aber Naja, die Batman, Aber da ist es gab's ja doch auch im in den- Endeffekt so. Da Ja, hast da du ja gab's auch in den den, 60er Jahren. Sorry. du hast ja noch eine schauspielerische Arbeit, die da ist vom Schauspieler. Auch wenn er irgendwie in so einem Greenscreen-Kasten rumspringt oder gezogen wird oder was weiß ich nicht was. Und nachher der Computer die Hauptarbeit natürlich macht. Ja. Aber du hast immer noch diese die Arbeit des Schauspielers. Die wird in wenigen Jahren nicht mehr benötigt. Weil Ja, ja. dann kannst du einfach das Gesicht des Schauspielers nehmen und sagen, ich mache jetzt nochmal 5 Jahre älter oder jünger und dann spiel mal das. Und dann macht er das einfach. ja, Also und sowas wie dann- Robert De Niro, die werden einfach, wenn die schlau sind, ihre Gesichter jetzt verkaufen und dann Aber brauchen der- sie den nie wieder spielen. Das ist so Genau, blöd. und so schaffen wir uns Schritt für Schritt alle selber ab, bis wir Das uns ist gar auch- nicht mehr brauchen, gar nichts mehr brauchen. Jetzt super. haben wir wieder das richtige Thema. Künstler. Es gibt ja schon Künstler, Schauspieler, die ihre Stimme bzw. ihr Gesicht verkauft haben. Gibt's schon, Das ne? war das Ja, ja, Vielfältige, bestimmt, ja. Ist ja schon so. Das ist ja schon ein wirklicher Markt, das muss man ja sagen. Ne? Ja. Also toll ist das nicht, aber ich frage mich halt, also man darf das ja auch nicht so sagen, so komplett negativ sagen, dass KI was Schlechtes ist, sondern für mich ist das, KI jetzt, ich sag mal, im Beruflichen zu nutzen für Sachen, die man nicht selber immer machen muss, wie Excel-Listen und sowas. Das finde ich ja, da finde ich es ja total toll, aber wo es ins Kreative geht, da finde ich es dann ein bisschen schwierig, weil da fehlt mir einfach dann der menschliche Faktor, ne? So die Spontanität, weil die KI hat ja auch keine Spontanität, ne? noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch, also sagen wir es mal so, noch nicht, okay. Bin ich ja dabei. Aber hier, das finde ich, das Carsten sagt, das passt. Definitiv. Also Fazit, ne? Altherrenmusik ist eben halt die beste Musik. Haben wir es wieder mal, ne? Ich finde zum Beispiel auch interessant, KI-Musik. Ich weiß nicht, ob euch die auch schon angeboten wird. Da sind manche Lieder dabei. Da ist ein Cover zu sehen, was aussieht, als käme es aus den 50er Jahren. Und der Text dazu, ja, der ist 18 plus, sag ich mal. Ja, also da denke ich, sag mal, ja, die tun so, als wären das Singles aus den 50ern, die unter dem Ladentisch gehandelt Mario wurden. schüttelt mit dem Kopf. Nee, ich will Ja. wegen Lothar seinen Kommentar, weil das ist die Frage, wie will Lothar das beurteilen? Wenn das auf einer Schallplatte gepresst ist und das ist eine gute Pressung, Ja.
Nee, Ja. hast du Also, gar nicht ich raus. Aber wissen kann, ob es schlecht klingt bei einer KI-generierten Musik. was ich heute gerade gehört habe, ist von wegen, das von wegen Cover, was Uwe da sagt. Das hat jetzt eigentlich mit unserer Altherren, da sind wir ja schon ein bisschen weit von weg, ja. Was ich heute gehört habe, ist erschreckend. Und zwar, ich sag mal, in muslimischen Ländern möchte ja so Leute wie diese ganzen Anbieter, Tidal etc., die möchten da ja auch vordringen, ne? Die möchten da ja auch gerne rein. Ihr habt ja da immer ein Cover. Ne? Bei Amazon Music oder so, dann seht ihr das Cover. Und die haben es tatsächlich so gemacht, dass die von diesen Ländern aufgefordert wurden, von den muslimischen Ländern, ja, könnt ihr machen, aber macht bitte alle Frauen von den Covern weg. Also, da hast du dann ein Album von Katie Milur, ja, und hast auch ein Cover dazu, da ist die aber weg. Das ist auch hart, oder? Also da... Ich glaube, das ist eine ganz andere Thematik nochmal. Ja. Die fiel mir nur gerade auf, weil Uwe Cover angesprochen hat, ja. Ja. Da frage ich mich gerade, wie die Beyoncé-Cover dann aussehen, wo sie auf dem Pferd sitzt. Ich wollte noch ganz kurz was zu Mario sagen. Ja. Ich streame auch. Ne? Also ich höre auch CD, ich streame auch. Ich bin jetzt nicht kein Hardcore-Plattenhörer. Ich nutze das alles für mich so, wie ich das für mich brauche. Ne? Ich mache das natürlich nicht auf so einem Niveau. Ich habe aber auch einen sehr guten Bekannten, der streamt nur noch auf einem Niveau, preislich, wo ich mir denke, alter Schwede. Nichtsdestotrotz, das klingt geil, gar keine Frage, aber ich kann mich damit nicht einfreuen. Das ist ein anderes Thema, weil die Sache ist ja die, das Geld alleine garantiert ja nicht, dass Streaming per se gut klingt. Ne? Also du kannst jetzt, ich sage jetzt mal 200.000 € dahinstellen an digitaler Quelle und es klingt nicht gut. Du kannst 200.000 € an analoge Quelle hinstellen und es klingt trotzdem nicht gut. Also Geld definiert nicht Klang. Das muss man einfach mal sagen. Geld definiert nicht Klang. Nein. Spielen ganz viele andere Aspekte mit rein. Aber es kann aber auch einfach sein, dass das nicht dein Medium ist, was ja nicht dagegen spricht. Genau. Ich nutze das, also für mich persönlich, ich nutze das, um mal Sachen so nebenbei laufen zu lassen, um was vorzuhören. Ich hätte aber auch, wenn mir einer vor 10 Jahren gesagt hätte, du entwickelst dich mal total zu so einem Platten, ich sage jetzt mal Freak, in Anführungszeichen, hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Warum? Ne? Das hat sich schon so im Grunde genommen halt entwickelt. Aber du hast recht, also ich nutze das auch gerne für bestimmte Zwecke und finde das auch gut. Die Vielfältigkeit finde ich super. Und der Klang ist jetzt auch nicht so grottig, aber ich nutze das halt, wie gesagt, auch nur auf einem ganz kleinen Level letztendlich. Ne? Aber trotzdem ist es nicht mein Medium. Ja, ist so. Was ist denn eigentlich Generation X? Das sind 2 Generationen vor Gen Z. Vielen Dank. Den lese hier. Super. Also wir sind Boomer. Wir sind Boomer, soweit ich das verstanden habe. Ne? Ja, du bist auf jeden Fall Boomer. Ja, okay. Ich bin der Boomer. Genau. Ja, aber jetzt, ich meine, wir sind ja schon ziemlich weit. Guido mit seinen Spielen wird wohl nichts mehr, keine Ahnung. Ach, bis 1980, okay. Zweiter Aspekt war ja Altherrenmusik und das andere, was du gesagt hast, was ist denn aktuell junge Musik? Schweigen im Walde. Alle fallen hinten runter. Ja, was ist denn aktuell junge Musik? Oder für junge Leute? Ich habe null Ahnung. Null Ahnung. Na doch, da gibt es schon so etliches, würde ich sagen. Also Mensch, hier, ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wie die Interpretin heißt, aber... Nein, welche Richtung? Ist Also Hip-Hop welche noch junge Musik? Mucke, Ist Techno noch Mucke. junge Musik? Also ich würde jetzt nicht Schlager? irgendwie eine Metal-Band als junge Musik bezeichnen oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, junge Musik ist schon so Popmucke oder Taylor Swift, wie wir schon gerade oder sowas, glaube ich schon so ein bisschen in der Richtung ist junge Musik. Wird von vielen Nina jungen Schumacher. Menschen vergöttert und gehört und gemacht und getan.
Auch Taylor Swift hat ja gelernt, dass es gut ist, echte Musik zu machen, glaube ich. Nina Chowa steht hier noch, auf jeden Fall auch junge Musik. Ich glaube, bei der letzten Taylor Swift, da gibt es sogar so noch irgendwie so 2, 3 Gitarrendinger, wo sie alleine auf der Bühne steht, nur mit ihrer Klampfe und Musik macht. Also die weiß auch schon, dass echte Musik noch leben kann oder so. Und die Teenies vergöttern sie dafür. Ne? Also es gibt schon noch Leute, also es ist ja nicht zu spät, ist ja dann nicht jetzt so, dass wir den einen Untergang geweiht sind. Es ist einfach nur so schleichend unbemerkt. Das finde ich so doof. Ja. Dass das einfach nicht, dass es einfach gemacht wird, aber keiner weiß das wirklich so oder so. Ne? Ja, ich bin einfach untergejubelt und dann denkst du, oh, der ist aber toll, der kann das aber klasse oder irgendwie sowas. Das mag ich ihm halt nicht. Ich werde auch auf jeden Fall dafür, man muss das alles kennzeichnen, was man tut, dann ist es auch kein Diebstahl in dem Sinne, sondern ist das ganz klar einfach was zusammengebasteltes. Und das kann dann ja auch der kreative Prozess sein, wenn man selber sich irgendwas zurechtbastelt oder irgendwie sowas. Aber man muss es also Sprechgesang scheint nach Frank immer noch aktuell zu sein. Ja, Marc, sorry. Nochmal weg von der ganzen KI-Thematik, weil ich glaube, das haben wir gerade ziemlich gut durchgekaut. Ja. Weil junge Musik hat jetzt nicht unbedingt, oder für junge Menschen hat nicht unbedingt was mit KI zu tun. Und egal wie dann diese Boom-Boom-Musik, die muss es nämlich nicht mal unbedingt immer sein. Wie das dann zustande kommt, ist ja erstmal zweitrangig. Was ich feststelle, zumindest mit meinen Kindern, ist es zum einen geprägt, natürlich Rap-Musik, aber viel deutschsprachig. Na? Also das ist, glaube ich, im Moment sehr stark angekommen, dass für die deutsche Musik, Bosse und so, für meine Töchter, die hören halt auch Musik mit sinnvollem Text auch, immer wieder hinhört. Das ist quasi die Altherrenmusik in 30 Jahren vielleicht mal so, ne? Also da muss ich sagen, da wird auch sowas wie Jolene, die viele verschiedene Titel, die einfach gecovert werden, Jolene, also was wirklich mal Musik war, was Hits waren, die kommen alle wieder, ne? Also das hat die Guido vorhin mal gesagt. Musik entwickelt sich in Anführungsstrichen zwar nicht weiter, aber die wird aufgewärmt oder verändert, gecovert, eben in einem Style, der heute halt in ist, ne? Und die sind ja gar nicht mal schlecht. Also als wir im Urlaub gefahren sind, im Auto, hat meine Tochter eine schöne Playlist mal zusammengestellt, weil ich gesagt habe, mach doch mal so eine Nordsee-Playlist für die Autofahrt, 5 Stunden. Und dann hat die da mal alles reingeschmissen. Und da habe ich mich echt gewundert, dass da viele Titel waren, die ich kannte, aber so nicht. Und das ist wirklich dann Musik, wo ich sage, Mensch, da ist eine Brücke zwischen der alten Musik, ne, wo wir hergekommen sind, zu der neuen. Und das ist dann auch wieder die junge Musik halt in einem anderen Gewand. Ne? Ja, das wird sehr häufig gemacht, glaube ich. Cool. Gibt viele alte Tracks, die neu gemixt wurden und wieder auf den Markt geschmissen werden. Das gab es aber, glaube ich, auch schon immer, oder? Wie viele Dylan-Songs aus den 50er, 60er Jahren sind eigentlich bekannt geworden durch Coverversionen, wo ein Künstler das ganz anders interpretiert hat, von der Instrumentierung her mehr dem Zeitgeschmack angepasst hat und auf einmal sind die Dinge durch die Decke gegangen. Von Dylan habe ich das nie gehört, oder es gibt ja ganz viele Lieder, die auf einmal beim zweiten oder dritten Cover auf einmal richtig abgegangen sind und waren ein Welthit. Ja, und jetzt hat Dylan aber auch 17 Millionen Songs geschrieben. Ja, aber das gab es aber im Grunde auch gerade bei den Sachen jetzt wie dieses Stand By Me von Benny King. Das ist ja gecovert worden ohne Ende. Ja, aber und so gab's ja in den 60er, 70er, 80er Jahren auch alles schon, das dann zum zweiten, dritten, vierten Mal gecovert wurde. Ja, nach 20 Jahren kannte das Original keiner mehr. Ja, und dann auf einmal ist das Ding abgegangen. Ja. Aber das ist ja auch alles gar nicht schlimm. Ne? Also das ist ja genau das Schöne, dass man dann auch erst Musik entdeckt, die man vorher gar nicht so mitbekommen hat, die es schon gab. Ne? Also ich persönlich kenne ein Lied, das kennen die meisten, Stairway to Heaven. Da finde ich persönlich ist die beste Version von Far Corporation. Kennt kaum einer. Ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich wirklich gute Covers, die finde ich besser wie das Original. Ja, und es gibt schlechte, wie zum Beispiel Ain't Nobody. Ja, dann gab es ja mal, ist aber auch schon ein bisschen älter, eine neue Version, die fand ich einfach furchtbar. Ja, weil da so der Sound war so tak, tak, tak im Hintergrund. Denke ich, warum habt ihr den da reingemacht? Ja? Vor allem, wenn Chaka Khan das singt, ja. Und ich weiß nicht, ob das Original ist, keine Ahnung, aber da geht der Punk ab, die hat Stimme. Und dann tun sie so ein 15-, 17-jähriges Pipi-Mädchen dahinstellen, ja, die einen dahin säuselt, ja, was mit der Chaka Khan überhaupt nichts zu tun hat. Die kann auch nichts diese neue Version hatte überhaupt nichts mehr, kein Swing, nichts mehr in sich, kein
gar nichts mehr, ja. Wieder, Oder von- aber von- du gerade sagst, ich habe aber das auch viele eine- Songs kennengelernt, die mittlerweile, also die ich als Original empfunden habe, aber schon ein Sampler war aus den 60er Ja, und ja, 50er. ja, das ist uns allen wahrscheinlich schon passiert. Ja. Ja. Und ich habe mal durchgerechnet, ich muss wahrscheinlich Generation U sein. Unter 100. Finde ich aber auch gut hier. Es gibt Leute, die haben Heroes gecovert. Ja, natürlich, es gibt auf jeden Fall gute Covers. Die teilweise Ja, wirklich auch. Dadurch hat unter natürlich wieder in die Erinnerung gerufen. Ne? Ist natürlich auch ein Argument. Ne? Ja, 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 Ja. gut. Und ein Cover bedeutet ja eigentlich, wenn der Künstler noch seine Rechte darauf hat, dass er zumindest was mitverdient, was ja in Ordnung ist. Ja, weil dann, er hat das Lied geschrieben und wenn ein anderer das covert und sagt, hier, du, das Ding, und die sehen ja auf einmal, whoop, das geht ab, das wird millionenmal verkauft und der Originalschreiber verdient daran was mit, umso besser. Ja, es gibt zum Beispiel auch Kate Bush, Running Up That Hill. Ja, das gibt es ja von Placebo auch nochmal. Das ist wieder so eine Sache, da finde ich beide gut. Das eine ist halt anders. Ja. Ja, also, Naja, gut, und ich meine, ich habe ja letztens schon gesagt, das fand ich bei Joe Jackson geil, ja, bei diesem Doppel-Live-Album, was er hat, ist das eine Lied 3-mal drauf. Aber so unterschiedlich, dass du denkst, es sind 3 unterschiedliche Lieder. Ja, einmal original, einmal als A Cappella-Version in Essen in der Krugerhalle beim Rockpalast und einmal in der Akustikversion live. Ja, die sind so unterschiedlich. Normalerweise müssten wir sagen, 3-mal dasselbe Lied auf einer Doppel-CD. Ja, geht doch gar nicht. Doch, geht. oder Alpha will die sich selber covern. Ja. Also das derzeit aktuelle Cover, was mir sofort einfällt, ist von CCR. Da gibt es ja zwei Jungs, die von CCR ein Lied gecovert haben und das sehr modern gemacht haben. Mhm. Müssten wir mal hören. Ja, mein muss nicht schlecht sein. Kenne ich nicht. Ja, ist halt ein Dance-Lied, ist halt wirklich so, ich sag mal, Disco-Mucke gemacht worden. Ich würde sagen, die meisten würden es trotzdem erkennen, ne, weil der Refrain immer noch der Original ist, aber vom ganzen Aufmischen her ist es anders. Aber ja, ne, wird halt immer gemacht. Es wird halt der Zeit angepasst. Ja. Ja, weil die jungen Leute oder die Jüngeren hören halt, die haben einen anderen, soll ich sagen, das Arrangement sozusagen, ja, ist anders. Ja, das ist praktisch zeitgemäß. Ja, deswegen, und so ein Song kann ja dann trotzdem gut sein. Ja. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Ich denke, weißt du, ich finde halt immer nur goldig die langen Gesichter oder die verdutzten Gesichter, wenn du sagst, oh, das gab es vor 10 Jahren schon mal als Cover, das gab es vor 20 Jahren schon mal als Cover, das Ding ist nicht neu, ja, das ist uralt. Wie? Das ist doch gerade erst rausgekommen. Nee, Ja. das Cover vielleicht, oder sonst auch. Das Lied ist uralt. Ja. So, okay, Leute, ich werde mich jetzt mal verabschieden. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Ich muss mir jetzt noch mal ein Steak in eine Pfanne kloppen oder so ähnlich. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und Schön, dass du da warst. ich Genau. würde sagen, vielleicht bis nächstes Mal. Wir sehen uns. Ja, Ja, gerne. Wir schwätzen mal, ob wir da vielleicht den MAL irgendwie auf den Mittwoch legen und das irgendwie neu aufrollen. Können wir mal drüber sprechen. Ja, Genau. Schön, dass du da warst und lass dir dein Steak schmecken. Super Idee. Vielen Dank. Macht's gut und bis die Tage. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao. So, ich kann mir dann überlegen, ob ich dann statt einem 32 und 34 Zoll Monitor nehme, dass ich noch zwei Leute mit drauf kriege, dann statt 6, 8 oder so. Langsam, ne? Warum so einen kleinen? Mach doch gleich 49 ultraweit. Ja, geht auch. Ja. Ich hätte noch eine bessere Idee, 65 Zoll, oder? Dann wird es aber eng auf dem Schreibtisch. Bau neuer Schreibtisch. Ja, Also ich war dann bei wird ihm es schon ein bisschen teurer, weil der muss ja dann auch die 120 Hertz mal Minimum schaffen, damit mein Spiel läuft. Ja, ich spiele doch noch. Du, wie Uwe, 120 Hertz. Hat man nicht heute 240 Hertz? Einwurf kleiner Münzen, denk dran. Ja. Ich finde es immer lustig, wenn dann, Ja. ich weiß ja auch beim Spiel Night Owl 59, ja, wenn dann die Leute, wenn ich denen dann sage, hier, das ist nicht meine Hausnummer, das ist mein Geburtsjahr. Wie, da bist du ja. Und dann geht die Rechnerei los, ja.
Wie, was mit 66 spielst du noch ein Spiel, ja? Online, ja, und es geht um Reaktion. Ja. Warum nicht? Wir haben damit angefangen. Mit dem Atari Ja. 2600. Nee, Carsten, ich werde den FAL 2.0 auf gar keinen Fall einstampfen, um Gottes Willen. Wir hatten Sommerpause und jetzt geht's wieder los, aber 120 Hertz finde ich auch relativ wenig. Obwohl ich habe in meinem Simrig 60 Hertz, also ich darf mich ja nicht beschweren. Also viele haben heute 240 und mehr. Ja. Aber wir wollen ja heute nicht über Computer sprechen, oder? Ja. Ich weiß eh nicht, wovon ihr redet. Ja. Naja, wenn wir schon mit 65, 75 Zoll anfangen, es gibt von ach, wie heißen die, Hisense gibt es, glaube ich, so einen Laserfernseher, der schafft dann auch die 120, 160 Hertz, ja. Das Ding hat 100 Zoll. Ja, und ist gestochen scharf, selbst bei Tageslicht. Ja. 2,50 Meter, jo. Ja, ich hatte ja noch eine Idee, wie gesagt, mit Guido spielen. Ich weiß nicht, da wird nichts mehr, aber ich hatte ja noch eine Idee, vielleicht habt ihr da Lust drauf, dass wir nochmal machen, eine Schnellfragerunde, dass der Chat vielleicht Fragen an uns stellt und wir die beantworten, sagen wir mal so 10 Stück oder so. Vielleicht hat der Chat Lust drauf, hätte ich auch Bock drauf. Einfach mal so spontan. Vielleicht wollen die von uns was wissen, so von wegen, seid ihr doof, warum macht ihr diesen Scheiß hier überhaupt? Oder wie alt seid ihr? Oder Ich sehe dich, ja. Mein Ufer hat 165 Hertz. Also das geht gerade so. Na. Pflegefall nicht mal mit 88, okay. Bus-Simulator. Warum? Was gibt's denn da? Messerattacke oder was? Sowas ist beliebt, sowas ist echt beliebt. So Bus- und LKW-Simulator, die sind mittlerweile echt beliebt. Da gibt es auch Controller ohne Ende. Simulator, aber. Achso, Bitte? Controller im Sinne von, geht einer durch den Bus und sagt, die Fahrkarten bitte? Ja, genau. So, Ich mache jetzt mit meiner Frau 6 Spiele, Doktorspiele. Ne? Ich sitze im Wohnzimmer. Wann trägst Eine du wieder Frage deinen an dich. Hut? Ja, eigentlich ist Sommer, gell? Ja, hatte ich eigentlich gedacht, aber das Ding ist halt bei der Hitze ist halt furchtbar und der hängt eigentlich nur im Garten als Deko, da sind Spinnen und Insekten drin. Das war auch nicht so die beste Idee. Einspruch. Hier steht ja wann und nicht warum. Nicht wann. Okay. Eher nicht. Bei der Hitze und wenn du schwitzt, dann sticht der so, gell, oben. Der Strohhut. Hier noch eine Frage. Was ist, wenn KI-Musiker gesucht werden, die dann das live spielen? Sollen sie machen, ist okay. Naja, das gab es aber früher auch schon. Da gab es doch mal eine Gruppe, die hieß The Monkeys. Die Gruppe gab es gar nicht. Ja, oder wie hießen die anderen noch? Das war irgendeine Fernsehserie. Die stammen aus dem Film. Ja, das war die Monkeys waren aus dem Dings und die anderen war irgendeine Fernsehserie und da ist dieses Titellied scheinbar so, oder die haben das in der Serie gespielt, das war so erfolgreich, dass die erstmal eine Gruppe zusammenstellen mussten. Ja, Richtig, um es dann irgendwie live auf die Bühne zu bringen. Ja. Und also hier Steven Wilson mit Porcupine Tree war auch so. Der hat das früher gemacht und hat irgendwie so Demo-Tapes selber eingespielt und irgendwie so. Und dann ist das so gut angekommen, da musste der erst die Band gründen. Und hat dann mit der Band zusammen die Sachen gemacht. Also das gibt es öfters. Nur eins sollte uns klar sein, wir dürfen nicht alle unser Gesicht verkaufen. Ja, weil dann gibt es die echte Matrix. Ja, aber ist schon längst. Dadurch, dass du hier das Gesicht immer hier in den Kasten hältst. Okay. Ist das schon aber alles irgendwie habe ich noch keine Buchung auf meinem Konto gesehen. Moment mal, das mit der Matrix haben wir uns letztens schon geklärt. Woher wisst ihr denn, ob ihr in der Matrix seid? Genau. Woher wisst ihr das? Ich weiß woher. Wenn das Essen in der Kantine schmeckt. Ja. Dazu müsste ich ja erstmal eine Kantine haben. So, da fängt es jetzt schon an, ne? Ja, gut. Nein. Aber ist schon hochinteressant, diese rein sinnhaften Fragen. Ne? Marcel ist keine Frage, ja, wollte ich gerade sagen. Wann wird der Chat nikotinfrei? Das wird wahrscheinlich nie passieren. Gar nicht. Heute hast du leider 3 am Backen gehabt, die rauchen. Ich kann auch noch wechseln, also von daher. Da kann aber auch Nikotin drin sein. Ja. Da ist Nikotin drin, natürlich. Sonst brauchst du nicht dampfen. Ja, 10 Milligramm. Ja, aber
Vorteil von den Dingern, ja, das ist bestimmt auch nicht gesund, keine Frage. Aber es verbrennt halt nichts im Gegensatz zu einer Zigarette. Und das hier ist jetzt Buttermilch, Zitrone. Das andere, was ich habe, ist Pfirsich, Maracuja. Das riecht halt auch nicht. Du rauchst Ja. Buttermilch, Zitrone? Ja, Aber schmeckt das ganz ist aber gut. schon abartig. Es schmeckt ganz gut, keine Frage, ja. Echt? Solange ich bei noch mir noch. so mal so eine Sendung, ne? So Art Hohecker, Sie sind raus. Also, Ja. Stimmt, ja, genau. Egon Balder, genau. Solange ich vom Bier noch voll werde, ist alles real. Ja, aber wenn du von Alkohol beim Bier voll wirst, dann musst du dir Gedanken machen. Ne? ja. Ja, da kommt aber gleich was. 42 Antworten, alles raus und dann der Rest. Dann raus, wir haben 42, ja klar. 42 ist die Antwort auf alles. Ja. Ja, 42 ist die Antwort auf alles. Warum? Ja. Aber da war doch, warum wurde eure SIM, Bank und Gesundheitskarte von einem Rüstungskonzern hergestellt? Ja, das Keine sind ja so die Insider. Das ist Ja. natürlich. Wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Schwierig, Ulrich, schwierig. Ja. Ja, habt ihr nicht KI gemerkt, dass generierte ich mich hier durchgucken könnte und meinen Stuhl seht? Ja, wir Ja. sind Gläsern, keine Frage. Die Frage ist doch gut hier. Gibt es das auch mit Schinkengeschmack? Ja, tatsächlich. Es gibt Erdbeer, es gibt sogar Steak. Oh, Unglaublich. das erinnert mich an die kleinen, wie heißen das, Jelly Beans oder sowas, die ist auch einen ganz merkwürdigen Geschmacksrichtung. Ja, Stinkmorche. So, aber jetzt gerade bei diesen Dampfern ist es so, das sind diese ganzen Früchte, sie sind unheimlich beliebt. Also ich bin einer der wenigen, ich Stimmt. benutze auch gern mal so Tabakaromen. Ja, die meisten mögen das gar nicht. Die wollen dann ihren Apfel, Erdbeere, Wildberry, so ein Kram, ja. Jo. Also Patrick und Ingo haben definitiv Klimaanlage, weil Patrick geht gleich ins Bett und Ingo liegt schon im Bett. Also ich habe keinen Bock da oben. Also mein Bett ist im Dachboden. Da sind jetzt aktuell vielleicht um die 40 Grad. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Du, dafür gibt es Aber ja mir gleich wird's kühler werden. Guido Time, Brett Das fürs ist das, Bett. das ist das Brett, genau, das Brett. Es ist tatsächlich Ja. 10 Uhr. Ja. Hast noch 2 Minuten Zeit, genau. Fragen kommen ja auch nicht mehr. Nicht jetzt mal wirklich, ne? Und auf das Brett warten. Senfdampf gibt's Ja. wahrscheinlich alles, ne? Ja, könnte Chili ich am mir besten, ne? Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass Haschisch und weiche Drogen auch in Tschechien erlaubt sind. Das dachte ich, das wäre gar nicht da so, aber ist es da auch. Früher war es so, bis das Cannabis erlaubt wurde, gab es schon CBD. Ja, Ja, gut. das ist ja Cannabidiol, Aromen und Liquids, aber die durften kein THC enthalten. Ja, völlig bescheuert. Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Ja, zumindest in den Dampfer-Shops, wo ich unterwegs bin, habe ich es noch nicht gesehen, weil da sitzt er halt auch ganz schnell in den Nesseln. Also Josh, das wirkt sich auf jeden Fall gut auf Musik aus. Wäre mal interessant, ob es sowas gibt. Ja? Die Substanz. So ein Liquid und dann halt mit THC. Dann wird die Musik aber mal richtig räumlich. Ich wollte gerade Ja. sagen, das hat man letztens schon irgendwann irgendwie von wegen, ob THC für die Musik gut ist. Und kann ich ganz klar sagen, ist so. Ist definitiv so. Also, Bei Rotwein weiß ich weiß ich noch von früher, weiß ich heute nicht mehr, aber ist wohl so. Wenn ich in Rente bin, es sind noch 12 Jahre, dann können wir nochmal drüber sprechen. Wenn ich dann überhaupt noch YouTube machen kann, dann kann ich das dann wahrscheinlich auch bestätigen. Hoffentlich, Richie. Hoffentlich. So, ich sage einfach mal Tschüss. Ich verabschiede mich jetzt mal, weil es gleich 10 Uhr. Genau, wir machen Noch eine Runde weiter Geht quatschen. genug. Nee, wir machen komplett so. Schön, dass ihr alle da wart. Fand ich Wir auch. kommen, Marc, Guido, wir kommen dann rüber, wenn es genehm Heiß ist. ging's her. Yeah. Und Guido, ich wir mach- kommen dann rüber, wenn es genehm ist. Ja, gerne. Genau. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen und mein Spruch, ne? Ich sag ciao, ihr sagt Kakao. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.